Dai, andiamo. What up, you guys? I just finished editing the podcast with Donnie, and what a podcast it was. I laughed so many times in the podcast, but then also while editing the podcast. He's so fun, he's so direct, he's so honest. He gave me so many informations. He didn't stop talking. At some point we even took a break and he said, look, if I talk too much, just tell me, but how could I? That's exactly the thing that I want. I want him to talk out of his heart freely without any kind of pressure or thinking about time. And it was a dream podcast. I never had to pull anything out of him. In fact, he gave me more than I even asked for. What a nice guy, what a respectful guy, what a behaved and calm guy. And I can't wait for you guys to see it. So enjoy the podcast with Donnie, Swiss Army Knife, Conrad. This is Donnie, Swiss Army Knife Conrad. He's a 28-year-old professional mixed martial artist from Switzerland with a professional record of 7 wins and 2 losses. He's currently under contract with Cage Warrior FC, where he's fighting in the lightweight division. He's a grappling specialist and has already won the Cage FS Welterweight Championship. He has made a lot of experiences, and I can't wait to know about them. So welcome to the Mentis Bellum Podcast. Dani, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Danke. Danke vielmals, dass du Zeit nimmst. Und vor allem, dass wir in deinem Gym dürfen das aufnehmen. Immer gerne. Ich habe ihm vorhin gesagt, ich habe noch nie ein weißes Gym gesehen. Vielleicht packe ich noch ein paar Bilder rein. Also es sieht wirklich mega geil aus im Weiß. Ja. Wir haben vorher schon ein bisschen, eigentlich viel schon miteinander können reden. Der Eindruck war sehr gut, so wie es Moreno auch erzählt hat. Du bist sehr offen, also freue mich mega aufs Gespräch. Bin gespannt, was du zu erzählen hast. Bevor wir anfangen, auch wenn das ein Podcast ist, bitte nicht einfach nur ich frage, du antwortest, das wäre ein bisschen schade und langweilig. Ja. Also wie vorher, wenn du noch tiefer auf etwas willst eingehen oder eine Gegenfrage hast, mach es einfach, das macht das Ganze ein bisschen interessanter und ich erfahre ein bisschen mehr von dir. Dann, der Name des Podcasts ist Mentis Bellum, das ist latinisch für mentaler Krieg, weil ich glaube, dass das Leben ein mentaler Krieg ist. All die Situationen, die wir antreffen, unsere Emotionen, die wir kontrollieren müssen, Traumata, die wir überwältigen oder einfach wachsen als Mensch. Okay. Es geht um mentale Stärke, Eindrücke und Erfahrungen. Mich interessiert weniger der Erfolg. Das meine ich ja nicht respektlos, überhaupt nicht. Deine Kämpfe sind das Resultat von deiner Arbeit. Und ich glaube, du bist fleissig, auf das können wir nachher auch noch sprechen. Ja. Was mich interessiert, sind deine Hintergrundgeschichten und Gedanken, deine Erfolge und Misserfolge, die dich schlussendlich zu dem gemacht haben, wo du heute bist. Weil meistens sieht man einfach nur dein Endresultat. Du steigst in den Käfig, du gewinnst, verlierst und dann, viele interessiert es nicht, wie ist der Dani da gekommen, was macht er? Und das möchte ich ein bisschen mehr herausfinden. Okay. Alright. Darum die ersten 3 Fragen zum Starten. Was ist mentale Stärke für dich? Kommt gar nicht so eine schwierige Frage. Ja, mega gute Frage. Für mich persönlich, also ich sage mal, Stärke in dem Sinn finde ich einfach, also ich sehe es halt immer aus der, also beim Kampfsport, so, was mir hilft oder mich stark macht, so quasi eigentlich sich nicht von den Emotionen quasi zu fest beeinflussen lassen. Weil, ja, ich sage jetzt mal, wenn du anfängst emotional werden, dann habe ich das Gefühl, dann driftest du so ab von deinem Ziel oder von was auch immer. Und darum finde ich erstens mal mentale Stärke einfach so, also relativ emotionslos können sein, wenn es muss sein, also weißt du, meine, dass man sich darauf einstellen und sagen, hey, ich tue meine Emotionen ausblenden und denke jetzt quasi jetzt nur an meine Aufgabe. Und ja, weil, keine Ahnung, es kommen Schmerzen, es kommen Angst und alles Mögliche auf dich zu und wenn dann quasi die Emotionen kannst du wie ausblenden, dann lässt du wie das Zeug nicht an dich ran und dann kannst du quasi eigentlich viel besser Leistung bringen oder halt deine Aufgabe erledigen. Für das finde ich etwas, was mich, ich sage jetzt mal, mental stark macht, ist, dass ich meine Emotionen auf die Seite tun kann, wenn man sie nicht braucht, weißt du, ich meine. Ja, das und dann halt eben, es ist so, die einen reden immer von, ja, du musst lernen, dich motivieren. Ich sage immer so, gewisse Sachen so, Motivation ist schön und gut, aber es kommt und geht. Und dann, wenn du halt, ich sage jetzt mal, eine gewisse mentale Stärke hast, bringst du halt eine gewisse Disziplin mit dir mit. Und was viel mehr Wert hat, finde ich, als immer motiviert sein. Also weißt du, weil ich habe das Gefühl, niemand hat immer Motivation. Du fährst schon meistens etwas an aus Motivation. Genau. Aber eben, wenn sie weg ist, musst du die Disziplin aufgebaut haben, um weitermachen. Ja, voll. Und dann habe ich das Gefühl, wenn du eben mental so quasi halt deine ganzen negativen Emotionen so einfach kannst ausblenden und dann
halt einfach weitermachen, habe ich das Gefühl, dann bist du automatisch auch mental auf einem gewissen Level, wo du halt auch eben Sachen erreichen kannst, die vielleicht die anderen nicht erreichen können. Weißt du, ja. Sehr stark jetzt auf den Kampfsport bezogen gewesen und Privatleben? Ja, eben. Mein Privatleben ist halt auch mega geprägt vom Kampfsport. Aber dort, sage ich mal, kann ich viel halt sagen, scheiß Situationen können immer mit halt immer das Beste daraus machen. Es läuft nie alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Sagen wir, zum Beispiel gehst du in die Ferien, Flug wird cancelled oder verpasst einen Flug und musst am Flughafen übernachten, keine Ahnung was. Gewisse Leute sind dann voll hysterisch, scheiße, man kann die Ferien so lange planen, whatever. Und wenn du dann halt cool bist und sagst, hey, es ist jetzt so wie es ist, jetzt machen wir das Beste daraus, wenn das nicht geht, machen wir das, wenn das nicht geht, machen wir das. Es ist einfach ein viel, ich sage jetzt mal, fröhliches Leben oder ein einfaches Leben, als wenn du dich vor allem abziehen lässt oder beeinflussen lässt. Und das ist sicher etwas, was ich immer versuche oder auch gut, sagen wir mal, schaffen, immer mich können irgendwie, wenn das nicht gut geht, also wenn das nicht geht, mache ich etwas anderes und irgendwie einfach so wie mich nicht zu krass beeinflussen lassen von meiner Umgebung, sondern so sagen, hey, ich kann mich beeinflussen oder ich kann das beeinflussen, was ich mache. Und das finde ich so eine mentale Stärke, die sei es eben im Kampfsport oder im Privatleben ja, mir mega hilft oder geholfen hat bis jetzt. Ja. Geile Antwort, weil das ist eben vielen leider nicht bewusst. Glaubst du, dass mentale Stärke bewusst oder unbewusst aufgebaut wird? Ich habe das Gefühl, bei mir ist es ziemlich unbewusst aufgebaut worden, weil ich habe mich nie wirklich spezifisch damit befasst, also eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt nie irgendwie gesagt, hey, du jetzt dich irgendwie mental versuchen irgendwie aufbauen oder ein Buch gelesen oder irgendetwas. Ich habe mich wirklich noch nie wirklich damit befasst. Ich habe einfach immer irgendwie gemerkt, ich komme relativ gut mit so Situationen klar. Mein Coach sagt immer so, ich habe meinen guten Skill im Kampfsport oder wie auch allgemein, dass ich einfach immer cool bleiben kann. Und halt, ich sage jetzt mal, meine Frau sagt immer, sie bewundert, dass ich immer alles positiv sehe und immer gut drauf bin und so Sachen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, das ist mir so wirklich die Wiege gelegt worden, irgendwie, weil ich habe mich nicht wirklich spezifisch irgendwie darauf trainiert oder so. Ja. Aber ich bin sicher, auch gewisse Leute können daran arbeiten und sie können sich eben besser in dem. Aber ich sage, es ist sicher mega schwierig, wenn du das jetzt zum Beispiel gar nicht in die Wiege gelegt bekommen hast, das nachher zu verbessern oder halt daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, bei gewissen, die schaffen es einfach nicht. Egal wie fest sie es machen, oder vielleicht machen sie es auch falsch. Ich habe es bei gewissen schon gesehen, dass sie es wirklich irgendwie nach x Jahren plötzlich irgendwie nicht Klick gemacht, oder? Aber ich finde es für mich so, ich habe es glaube ich irgendwie so ein bisschen mitgegeben bekommen. Und ich bin extrem dankbar dafür, weil ich wüsste nicht, ob ich es würde schaffen, mir das alles einfach so anzeigen, durch keine Ahnung, Übungen, Bücher lesen, whatever, was man da alles machen kann. Ja, aber darum, ich denke, hauptsächlich ist es ein bisschen etwas, wo du hast oder nicht hast. So ein bisschen dein Charakter, der halt so ist? Ja. Okay. Du hast mir jetzt mehr oder weniger eigentlich indirekt schon die dritte Frage beantwortet. Ich stelle sie jetzt trotzdem, vielleicht hast du ja gleich eine Antwort. Wie baust du mentale Stärke bewusst auf? Ja, ich weiss es nicht. Okay, das ist gut, ne? Dann können wir auch weitermachen. Also ich habe von den einen schon gesagt, eben, die einen haben ja eine hure harte Kindheit gehabt oder weißt, mega viele Traumas erlebt und sagen so, sie sind durch das mega abgehärtet worden oder halt mental mega stark geworden. Ich finde so, oder ich habe auch schon mit einem guten Kollegen darüber geredet, wo wir nicht so der Meinung sind, weil ich zum Beispiel meine Kindheit ist so, nie habe ich ein Trauma, also es ist so einfach Friede, Freude, Eierkuchen quasi, so wirklich mega behütete Kindheit gehabt und trotzdem bin ich mental mega stabil, habe ich das Gefühl, oder belastbar, sagen wir es mal so, weil ich halt wie gar nie mich mit Traumas auseinandersetze. Ich habe so eine gewisse Sicherheit, dass alles gut kommt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, Traumas. Ich glaube, mentale Stärke muss ja nicht zwingend von negativen Sachen kommen. Wenn du eine behütete Kindheit hast und dich deine Eltern stärken und dich zu einem starken Menschen erziehen. Ja, eben, also die einen sagen damals, keine Ahnung, das sind wieder bei Kindern, ist wieder ganz etwas anderes, aber so alle, hey, du musst ja nicht mehr, weißt du, und hart und so. Friss oder stirb. Genau, dann ob das jetzt wirklich das Beste ist, für einen mental starken Menschen zu kreieren, in dem Sinn. Vor allem in so jungen Alter, wo dich das anfängt beeinflussen. Genau, weiss ich nicht, weil die meisten, habe ich das Gefühl, die irgendwelche Traumas sind, die sind meistens jetzt eher unstabil. Das ist eben entweder du schwimmst oder gehst unter, das ist ja dann die Entscheidung. Genau. Die einen schaffen es dann halt quasi
das irgendwie das Positive daraus rausnehmen. Die einen sind dann nachher noch instabiler, weißt du, darum, ja. Okay, interessant die ersten 3 Antworten, danke vielmals. Also zuerst mal dein Spitzname Swiss Army Knife. Ja. Ich denke, du hast den Spitznamen bekommen, weil du ein sehr guter Allrounder bist. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Wer hat dir den Spitznamen gegeben? Ich glaube, das erste Mal, wo ich das gehört habe, oder mir eben einer gesagt hat, ist, ich bin mal fast ein Jahr in Amerika am Trainieren. Und dort habe ich halt so meine Jungs gehabt, mit denen ich trainiert habe und so. Und dann einmal habe ich so einen Coach gehabt, der mega oft mit mir so quasi fast Privates gemacht hat, weil er einfach mega gerne mit mir trainiert hat und so. Und dann bin ich mal ans Turnier gegangen und dann ist er mitgekommen, mich coachen und dann bin ich reingegangen, erste Runde Bab Flying Armbar, erste Minute Zap gemacht und dann habe ich einfach auf dem Video gehört, wow, Swiss Army Knife, shit, man, da wird irgendetwas rausgepult, weißt du so. Und dann haben ein paar von meinen Kollegen das Video gesehen und dann das gehört und dann oh, Swiss Army, haben sie irgendwie cool gefunden und dann haben sie immer wieder haben sie das gesagt. Und ich habe das wie immer so ein bisschen belächelt und so. Und nach ein paar Jahren später, als es dann so war, als ich überlegt habe, was kann ich mir für einen Namen geben, ist mir das wie wieder in den Sinn gekommen, dass sie mir das immer gesagt haben. Und dann dachte ich, eigentlich passt es mega gut, so eben, von wegen eben allrounded, so mega viel Werkzeug und halt eben auch Schweizer und so. Also ich dachte, irgendwie passt es mega gut zu mir und dann habe ich es halt wie übernommen. Aber es ist mir wirklich ein paar Jahre später gekommen, weil sie haben das immer wieder mal gesagt und dann habe ich das wie wieder fast vergessen. Also ich finde es ganz ein geiler Spitzname, ja. Ich finde es wirklich einzigartig, ist geil. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du mit 16 mit MMA angefangen? Ja, ist das möglich? Ja. Was hat dich am MMA besonders fasziniert, dass du dich nicht für das Boxen oder andere Kampfsportarten entschieden hast? Weil ich verstehe, du hast in der SRF-Reportage gesagt, dass die Kampfkünste zu wenig real sind. So im Real Case, wenn etwas ist, Kunst ist nicht gleich effektiv auf der Straße anwendbar. Wieso MMA und nicht Boxen, Taekwondo oder so? Ja, eben, das habe ich vorher schon einmal schnell angedeutet und noch nicht aufgenommen, eben, dass ich alle, die mich fragen, wie ich zu MMA gekommen bin, ist es meistens immer wegen meinen Brüdern. Wir haben früher jede freie Minute irgendwie versucht miteinander zu schlägeln und so. Auf jeden Fall haben wir alles Mögliche, die Kampffilme geschaut, die jeder kennt, Jackie Chan, Bruce Lee und das Zeug. Auf jeden Fall sind wir schon ein paar Mal, also zusammen irgendwie, sind wir irgendwie ins Hapkido gegangen oder irgendwie, keine Ahnung was. Und dort habe ich sehr schnell gemerkt, ich so, immer die Kaltas und ziehe ich so, wann kämpfen wir endlich? Also weißt du? Ja. Und dann eben habe ich, wo er mir dann eben erst auf England gegangen und hat dann dort quasi Kontakt mit dem gehabt und hat mir das dann, wo er zurückkam, wie erzählt. Und ich so dachte, hey, das klingt doch mal wirklich legit so quasi kämpfen, weil ich habe immer so gedacht, ich will nicht einfach boxen oder ich will kämpfen, weißt du, ich meine. Und das ist irgendwie so für mich, als ich es gesehen habe das erste Mal, habe ich gedacht, das sieht für mich am ehesten nach einem realen Kampf aus. Und das ist immer so ein bisschen meine Motivation, ich wollte kämpfen, also ich wollte lernen kämpfen, ich wollte nicht einfach lernen Boxen, also weißt du, ich meine, Boxen oder whatever, es ist so für mich... Es gibt so Low Blows gegen das Boxen. Ja, also, es muss nicht Boxen, Boxen ist jetzt für mich noch etwas vom Besten von allen Sachen. Also dann eben so zum Beispiel Wing Chun und keine Ahnung, was es alles für komische Sachen gibt, Tai Chi und so, ich wollte das wie das nicht einfach fertig machen. Für mich ist das wie einfach eine schöne Kampfkunst, aber es hat nichts für mich mit realem Combat Sports zu tun, oder? Oder halt eben kämpfen, wie man es halt kennt, wenn man halt wirklich auf der Straße in einen Kampf verwickelt wird. Ja. Und darum war es für mich so, wenn ich schon Zeit investiere in etwas, dann wollte ich wenigstens auch etwas, das effektiv und wirklich legit, also real ist, oder? Und so bin ich auf MMA gekommen, weil ich habe das Gefühl, das ist immer noch für mich, das nennen sie immer die Königsklasse der Kampfsportarten, weil das ist einfach so... Du hast alles. Du hast alles. Es ist nicht wirklich, also es ist nicht 100% ein realer Streetfight, oder? Aber es kommt am nächsten dran, sodass man es auch trotzdem noch als Sport kann ausführen kann. Ich meine, es gibt ja dann irgendwie Krav Maga und so. Mit ja, aber das geht mir richtig. Und dann, ich meine, das ist nicht, wie willst du das trainieren? Ich kann nicht all meine Trainingskollegen verkrüppeln. Genau, oder? Ja. Also Krav Maga geht ja mehr richtig jemanden umbringen. Eben, genau. Das ist für mich dann wieder nicht real, weil ich will ganz sicher nie jemanden umbringen, oder? Und das weiss ich. Und dann ist so, darum muss ich das nicht, also wollte ich das gar nicht erst lernen. Mit Messer und Zeug und so, weil dort, wenn irgendetwas mit Messer ist, dann ist so ciao, tschüss, für mich ist es vorbei, weißt du, ich meine. Darum eben ist das MMA ist das Einzige, wo wirklich so nahe wie möglich an einen realen Kampf kommt. Ja.
Wenn man sich deine Statistiken anschaut von deinen Kämpfen, merkt man ersichtlich, dass du ein Grappling-Spezialist bist. Du hast die Mehrzahl von deinen Kämpfen durch Submissions gewonnen. Sind das Sachen, die du bewusst erzwingst, oder ist das eine Kombination aus Situation und Gelegenheit? Schon ziemlich, ja. Ich bin eigentlich meistens selten der die Leute am Boden bringt. Weil ich bin immer so, ich tue mega gerne Strike eigentlich. Mein Ding ist eigentlich so, ich würde eigentlich mega gerne immer alle ausnocken, wenn es geht. Ja. Aber es ist so eben, wie du sagst, situationsbedingt. Ich hole mich schlussendlich, ist für mich so, ich will meinen Gegner einfach finishen, egal wie. Und oft passiert es dann halt, geben sie mir mehr Gelegenheit am Boden oder halt, ich sage jetzt mal vielleicht, weil ich halt, sie nicht immer K.O. schlagen, passiert es dann halt meistens, dass sie am Boden irgendwie finalisieren, oder? Aber ja, schlussendlich eben, ist so, einerseits mittlerweile finde ich so, egal wie, ich will einfach meine Gegner finishen. Submission ist eigentlich immer das Dominanteste, was es gibt, wenn der Gegner aufgeben muss. Weil dann ist so, er hat gesagt, er geht auf, dann gibt es null Diskussion, wegen, er hast Glück gehabt, oder weißt du, was ich meine? Weil bei einem Lucky Punch kannst du sagen, ja, ich habe nur 1 Sekunde nicht aufgepasst und dann whatever, oder der Referee hat früh abgebrochen beim Ground and Pound. Aber Submission, du hast ihn gehabt und er musste aufgeben oder von mir aus, wenn er einschläft, ist es natürlich auch recht dominant. Nicely secured. I expect him, he's going to, oh, he's underneath the neck here. This is done. This is done. There's a big squeeze from Daniel Cormac here. Aidan Lee trying to cut it out. There's a submission. Aber ein sauberer Knockout ist halt auch ein cooles Gefühl. Also, ja. Darf ich etwas fragen? Ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, aber es nimmt mich jetzt Wunder. Stört dich das, wenn du durch Decision gehst? Ja, absolut. Ist das einfach so, Scheiße, ich bin nicht genug gut gewesen, um selber den Kampf vorzeitig zu beenden? Ja, also für mich ist es so, wenn ich habe noch nie durch Decision gewonnen und ich will es auch dabei behalten, aber für mich ist dann, wäre es schon ein bisschen enttäuschend, weil ich bin dann so, weil dann lässt du immer wie Freiraum zu diskutieren, wer ist jetzt wirklich besser gewesen, oder? Weil für mich ist es so, eben wegen einem Punkt gewinnen oder auch das Jiu-Jitsu-Turnier und so, dann ist so das, weißt du, ich meine, es ist für mich dann nicht so, hey, ich bin wirklich besser gewesen. Für mich einfach ein bisschen unbefriedigend, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt wirklich 3 Runden voll dominiert hast und so, kann ich schon auch damit leben, weißt du, ich meine, aber wenn es so, ich denke dann so, ja, okay, so viel besser bist du in dem Fall auch nicht gewesen, wenn du nicht können finishen. Und darum ist so für mich immer so mein Anspruch an mich selber, finishen oder, also ich gehe immer davon aus, hey, wenn ich ihn nicht finishen, habe ich den Kampf verloren. Das ist immer ein bisschen meine Einstellung, wenn ich reingehe, oder? Weil viele gehen rein und sagen, hey, Hauptsache ich gewinne irgendwie, oder? Und dann so quasi also auf Safe spielen, oder? Und das ist wie überhaupt nicht meine Einstellung. Ich denke immer so, ich gehe rein und a kill or get killed, oder? Und bis jetzt ist es immer so gewesen, entweder habe ich finalisiert oder ich bin finalisiert worden. Und wenigstens kann ich dann auch sagen, wenn ich verliere, hey, ich kann alles geben. Und, also weißt du, ich meine, so, wenn ich dann wegen einem Punkt verliere, schießt es mich an. Wenn ich auch wegen einem Punkt gewinne, schießt es mir auch an, weil dann denke ich so, du könntest jetzt darüber diskutieren, ist das jetzt, ich bin jetzt, weißt du, wegen einem Takedown oder so, ob ich jetzt wirklich besser gewesen bin, oder? Darum ja, ist das für mich schon eher, wenn ich nur durch Decision gewinne, wäre es für mich nicht so befriedigend. Also dann wäre es so, ja, für mich ist das fast so unentschieden. Weißt du? Liegt dir das Grappling natürlich besser oder ist das etwas, wo du dich spezifisch darauf spezialisiert hast? Weil jetzt ist natürlich, du sagst, du strikest gern, du sagst, nein, eigentlich gehe ich gar nicht bewusst an, dass ich einen finishen will mit Submission. Ja. Und trotzdem bist du so gut. Ja. Ist das natürlich oder hast du spezifisch darauf arbeiten? Nein, ich habe das Gefühl, schon eher natürlich. Ich habe ich habe vielleicht ein bisschen mehr Talent am Boden. Ich sage nicht, ich bin ein mega guter Striker. Aber ja, ich finde, es hat sich halt meistens irgendwie so entwickelt, dass ich mich wahrscheinlich auch am Boden vielleicht ein bisschen wohler fühle und in gewissen Situationen mich dann halt automatisch in den Boden zieht. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich selten der sagt, hey, ich suche unbedingt den Boden. Ich mache das, was irgendwie passiert. Aber ja, ich würde jetzt mal behaupten, oder ja, viele sagen, ja, ich bin sicher talentierter am Boden als im Striken. Ich sage auch absolut nicht, dass ich ein mega guter Striker bin, aber ich mache es trotzdem eigentlich mega gern. Darum bin ich wenig der, der sagt, hey, ich will nicht mehr, also meistens, wenn die Leute im Striken ein bisschen Mühe haben, dann fangen sie an, den anderen am Boden zu bringen und so. Das ist eigentlich selten meine Reaktion. Ja. Und jetzt zum Beispiel im letzten Kampf habe ich gewusst, hey, ich habe einen guten Striker, ist nicht gut am Boden, holen einfach am Boden und finishen. Und das ist jetzt einmal das erste Mal wirklich der Gameplan gewesen, holen am Boden, weißt du, ich meine. Und dann habe ich halt nicht gross rumgespielt und dann gerade am Boden geholt. Das erste Mal eigentlich, sonst bin ich immer so gewesen, ich schaue mal, was auf mich zukommt. Aber ja, grundsätzlich
würde ich jetzt schon behaupten, wahrscheinlich habe ich mehr Talent am Boden, weil ich halt auch über viele Jahre sehr viel Zeit reingesteckt habe ins Jiu-Jitsu durch meinen Coach, der halt auch mich dort mega gepusht hat. Ja. Wo du damals ins MMA eingestiegen bist, was sind die grössten Schwierigkeiten für dich gewesen? Das kann körperlich sein, das kann mental sein. Du darfst antworten, wie du möchtest. Ja, ich habe eben das Gefühl, mir ist es recht einfach gefallen, irgendwie. Ich bin halt, eben, die einen sagen, ja, ich habe Talent gehabt, ja, ich sage, ja, vielleicht habe ich einfach mega Spass daran gehabt. Aber ich kann jetzt nicht, ich kann nicht wirklich sagen, ob ich jetzt irgendwie mega Mühe hatte mit etwas Speziellem. Ich glaube, ich bin mehr früher, als ich angefangen habe, bin ich noch ein recht Scheucher gewesen. Und dort war es so, ich kann nicht einmal den einen Leuten trauen sagen, dass ich kein Jugo rede. Viele haben das Gefühl, wir haben mega viele Jugos in uns im Gym und viele haben einfach das Gefühl, ich sage Jugo, weil ich so eine Frisur kann oder whatever. Und dann haben wir mir einfach ein Jahr lang Jugo geredet und ich bin so scheu, dass ich nicht einmal mich traut habe, zu sagen, ich verstehe kein Wort. Und bin einfach so so am Zuhören. Und also keine Ahnung, ob das ein Problem war. Ich war sicher am Anfang sehr ein Scheucher und ich würde jetzt mal sagen, es hat mir mega geholfen, so ein bisschen selbstbewusster zu sein nachher. Jetzt sind alle so, hey, früher hast du kein Wort geredet, jetzt bist du der, der am meisten schnurrt im Training die ganze Zeit. Aber ja, das ist, also, ob ich das jetzt als Problem kann anschauen kann, aber sicher für mich so etwas, wo ich mehr haben musste. Also es war für mich so mehr, hey, du mehr mit den Leuten reden, weißt du, so ein bisschen selbst, also kannst auch mal sagen, nein, whatever. Es war mehr so eine Challenge als die körperliche Challenge, finde ich jetzt, für mich persönlich. Okay. Weil sonst bin ich mega so ein aktiver, hyperaktiver Klein, also von dem her, auch wenn das Training hart war und ich am Anfang bin ich körperlich nicht so stabil gewesen, oder? Ja. Habe ich sicher auch Mühe gehabt, aber das hat mich wie nie wirklich beeinflusst. Ich hatte ja Spass daran gehabt. So. Ja. Okay. Du machst es jetzt seit 12 Jahren, du hast viele Leute gesehen, du hast mit vielen zusammen trainiert. Was denkst du, sind im Allgemeinen die grössten Schwierigkeiten, die ein Kampfsportler besonders im MMA überwältigen muss? Generell. Nicht einer, der frisch anfängt, sondern die Schwierigkeiten allgemein als MMA-Kämpfer. Ja, also was spezifisch beim MMA halt ist, so quasi Balance finden zwischen all den verschiedenen Sachen, die du musst lernen musst, oder? Weil alle sind so, ja, soll ich mich mehr auf Boxen konzentrieren, Striken, dies und was soll ich noch nebenbei machen, um mein MMA zu verbessern? Und viele sind dann damals ein bisschen lost, habe ich das Gefühl. Oder ja, mittlerweile mit dem ganzen Internet so, die haben so viel Einfluss und dann sehen sie irgendwie, keine Ahnung, der Jean-Claude Van noch Ballett gemacht, soll ich auch Ballett machen? Hilft mir das echt? Oder keine Ahnung was. Und viele sind dann damals, kann ich das Gefühl, ein bisschen los und sind immer so, wenn du zum Beispiel den Trainingsplan anschaust, denkst du, okay, ich könnte jetzt ins Jiu-Jitsu gehen oder ins Boxen, was bringt mir mehr und so. Ja, dann habe ich das Gefühl, die machen sich ein paar viele Gedanken darüber. Das finde ich sicher etwas, wo schwierig ist, so zu sagen, hey, was ist jetzt der beste Weg, um gut im MMA zu werden, oder? Soll ich mich jetzt erstmal voll auf Ringen konzentrieren und erst später nachher mich auf mein Striken konzentrieren, oder soll ich alles miteinander machen und so. Und das finde ich etwas, was sicher das Schwierigste ist am Ganzen. Und sonst ist halt einfach, ja, wahrscheinlich mental auch eben, dass du schnell mal vielleicht überfordert bist mit so vielen Sachen auf einmal, oder, wenn du anfängst. Ich meine, die meisten kommen ja mit einem Background, sie haben vor Ringen gemacht, sie haben vor Karate gemacht, sie haben vor Thai-Boxen gemacht oder whatever. Ich bin jetzt zum Beispiel auch direkt mit dem angefangen, ohne irgendwelche Kampfsporterfahrung. Kommt auch seltener vor, damals. Heutzutage ist es ja eher... Heute ist es eher so, ja. Wo ich aber sage, es ist eigentlich gut, also hat mir eigentlich gut, weil ich habe das Gefühl, sonst, wenn du jetzt irgendwie aus einem Thai-Boxen kommst, musst du wie Sachen dir wieder abgewinnen. Gewisse Haltungen, wie du laufst. Genau, und alles, ja. Das ist fast schwieriger, als dir etwas angewinnen. Oder irgendeine Eigenschaft dir abgewinnen, ist immer viel schwieriger, finde ich. Das ist sicher etwas, also was spezifisch MMA schwieriger macht, wie bei den anderen, oder bei anderen Kampfsportarten. Ja. 2 Fragen. Hast du einen Beruf nebenbei? Ja, voll. Was machst du? Ich bin Servicetechniker für Küchengeräte. Beeinflusst dich das im Training selber? Das eine oder das andere, weißt du, dass du mal kaputt bist vom Arbeiten und dann musst du, ich muss noch da und ich muss noch die 3-4 Stunden da machen. Hat das einen Einfluss? Oder kannst du abschalten und sagen, nein, voll nicht, das ist jetzt etwas, das will man aufbauen und hast du Hunger dafür? Ja, schon. Also ich meine, ich habe mir auch gezielt etwas gesucht, wo mich halt körperlich jetzt nicht voll schließt vom Arbeiten. Also es ist ein aktiver Job, aber es ist nicht, weißt, ich bin nicht auf der Baustelle, ich bin kein Gerüstebauer, ich muss da irgendwie den ganzen Tag draussen Pressluft haben oder keine Ahnung was. Ich komme relativ, ich sage jetzt mal, erholt ins Training. Logisch, durch das frühe Aufstehen und den ganzen Tag unterwegs, da bist du natürlich jeder ist irgendwie müde und bist so ein bisschen, ich mag eigentlich nicht, aber es ist so, ich merke so,
körperlich, ich habe immer noch genug Energiereserven nach dem Arbeiten, um da Vollgas zu geben. Oder? Und das hat mich jetzt so in dem Sinne nie beeinflusst, wo ich sage, hey, das Arbeiten hat mich so fertig gemacht, ich kann jetzt nicht trainieren. Oder? Das kann ich jetzt sagen, dass mich das irgendwie beeinflusst. Ja. Definierst du dich selber als Profiathlet? Nein. Wieso nicht? Ich sage immer allen, wenn ich Profi wäre, müsste ich dann nebenbei arbeiten. Okay. Und darum sage ich immer, ja, Semi-Profi, weil ich arbeite halbtags. Und ja, darum sage ich immer, also ich kämpfe für Profi, oder? Aber für mich ist ein Profi einer, der davon leben kann, oder? Dann habe ich die falsche Frage gestellt. Rein von dem, was du körperlich musst leisten musst, um imstande zu sein, das zu machen, was du machst. So. Bist du ein Profisportler? So. Ja, wenn ich jetzt schaue, wo ich ja wirklich Profis, die in der UFC kämpfen und so, da kann ich sagen, ja. Ich kann zwar sagen, wenn ich mich sehe, also es gibt eben unterschiedliche. Die einen Profis sind so, die leben für das. Es gibt nichts anderes für sie. Und dann gibt es die, die sagen, hey, ich kann auch andere Sachen, die mich Freude machen. Und ich bin auch jemand, wo ich bin so nicht so krass angefressener, ich sage am Streben von dem Sport. Also es gibt ein paar, die sind so, die leben nur für das? Die leben 24 Stunden am Tag, denken die nur über, was könnte jetzt noch ein Drill und whatever machen. Und ich habe das schon auch, dass wenn ich da rauslaufe, kann ich das voll wieder abstellen und dann bin ich so, okay, was mache ich zur Nacht oder was muss ich morgen beim Job machen oder ich kann auch, oder halt, ich kann nicht Skifahren oder andere Sportarten, kann ich mich auch wieder voll auf das konzentrieren. Es ist nicht so, dass ich nur... Ich muss jetzt... Ja, das. Und dann frage ich mich manchmal, müsste ich das haben, um ein richtiger Profiathlet zu sein? Weißt du, was ich meine? Weil ich bin manchmal gesehen, wo ich denke, hey, die sind so mit Herz und Seele dabei, wo ich so denke, ich kann denen wie nicht das Wasser reichen in diesem Aspekt. Weißt du, was ich meine? Aber dann teilweise denke ich so, aber ich bringe trotzdem die gleiche Leistung wie sie. Und um das geht es dann irgendwie schlussendlich. Also, weißt du, schlussendlich, wenn die Rezeptur für dich stimmt und du gleich erfolgreich bist, wieso solltest du etwas ändern? Weißt du, wenn du so plötzlich von einem Moment auf den anderen würdest ständig verlieren, dann okay, vielleicht müssen wir mich darauf konzentrieren, oder? Ich frage dich einfach so auf dem Grund. Ich finde persönlich, dass MMA eine der schwierigsten Sportarten auf dieser Welt ist. Ja. Und ich liebe NBA, aber du kannst mir nicht sagen, dass ein LeBron James mehr körperliches Zeug durchgeht als du. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay, alles klar. Klar, ihm schieben es Milliarden in den Arsch, aber das ist halt auch ein ganz grosses Marketplace. Yes, aber ich finde einfach, das, was ihr macht, bewunderlicher. Darum frage ich, definierst du dich überhaupt selber? mehr so wirklich aus athletischer Sicht quasi? Okay. Ja, dann muss ich dir absolut recht geben. Ich bin auch oft so, wenn ich so sehe, Profifußballspieler, und ich so bin, ohne Scheiß. Also, wenn ich vor 12 Jahren gesagt habe, ich ein Profifußballspieler wäre, dann ist es vielleicht besser wie alle anderen, wenn ich so viel reingesteckt hätte, wie ich in den Sport reingesteckt hätte. Nur fehlt mir als Talent dafür wahrscheinlich, oder die Leidenschaft. Ich wünschte, ich wäre so froh, wieso habe ich mich nicht in Fußball verlieben? Es wäre alles so viel einfacher gewesen, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich so rein von der athletischen Leistung schaue, und ich so denke, ich meine, wir hatten auch schon Fußballteams da, die irgendwie unsere Trainings mitmachen. Und ich bin so gesehen, was sind das für hure Pfeifen, Mann? Hure lieb ausgedrückt. Ja, ich habe es ihnen auch gesagt, dass sie wissen. Auf jeden Fall, ja, ist für mich so, wow, okay, aber die bekommen, also ich habe schon von irgendwelchen Nazi B, C-Spieler gehört, die keine Ahnung, was die verdienen, und denen wird alles, weißt du, die werden voll Post und dies und das. Und dann denke ich so, für das, was die leistet, finde ich so wow, und für das, was wir leisten, bekommen wir nichts. Also, ich meine, ja. Also, und das ist das, was mich ein bisschen stört, so, weil wenn ich sehe, wie viel wir reinstecken, ich meine, alle kämpfen, ich weiss, was die alle reinstecken, für das, dass sie nachher kämpfen, und alle Sponsoren sagen, nein, Kampfsport, mit denen will ich nichts zu tun haben, und eine Verletzung nach dem anderen, und wir müssen quasi uns einfach komplett selber finanzieren, bis wir mal auf der Spitze sind, für das, was wir reinstecken. Und wenn ich sehe, was die Fußballspieler für Leistung bringen, sie können einfach sagen, heute habe ich nicht so gute Tag, lass mal den Rest vom Team die Leistung bringen, weißt? Das können wir nicht machen. Weißt du? Ich habe einfach ein anderes Beispiel, bei mir im Kunstturnen zum Beispiel. Ich bin Frauenkunstturnen-Trainer. Okay. Und die müssen, wenn du irgendwie überhaupt eine Chance willst haben, musst du mit 4, 5 Jahren anfangen. Okay. Du trainierst 8, 9 Stunden am Tag. Ja, krass. Und die wir in der Nazi oben haben, die verdienen 900 Franken im Monat. Okay. Vom Schweizer Turnverband. Weißt du, was ich meine? Ja, krass. Die gehen kaputt. Ja.
Und darum finde ich, gibt es viel Ähnlichkeit im MMA und im Kunstturnen. Es ist so, jeder kennt es, aber es ist gleich ein Randsport und bis du mal verdienst, meist dich kaputt gemacht. Ja, voll. Und darum meine ich, wie du gesagt hast, ich gebe dir 100% recht. Ich bin Italiener, ich müsste mir jetzt eigentlich hängen für das, aber ich finde Fußball ein richtiger Softie-Sport. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich gehe doch Ellbogen und alles in die Fresse, ihr steht auf, lachen, mit Blut im Gesicht zum Beispiel. Ja. Und ein Fußballspieler grätscht einen rein und die Ambulanz muss kommen. Ja, voll. Dort fehlt mir nachher einfach, dass ich ihnen Respekt geben kann. Ja. Oder? So, Amigo, steh auf, schau mal, was andere leisten für den Scheiß. Also ich bin der Tamix, wenn ich so sehe, wie einer dingset und stürzt am Boden und ich bin so, Kollege, du bekommst 2 Millionen im Jahr, steh auf und halt deine Schnur, weißt du, ich meine? Aber es ist halt das Spiel, das so wird ihnen so beigebracht, weißt du, ich meine? Ja, und vor allem, so viele Menschen auf dieser Welt spielen es. Ja, also kommt auch automatisch mehr Geld rein und dann kannst du so softige Tour erleben. Ich meine, ich kann wie nicht hässlich auf Fußballspieler, die machen halt einfach das, was sie machen, weißt du? Ja, das ist so. Aber ich bin halt auch, das Verhältnis stimmt für mich einfach nicht. Ich meine, schon von MMA zu Boxen ist das ein Riesending und dann eben MMA zu Fußball, Basketball, whatever. Das ist so ein riesen Unterschied. Aber vielleicht eines Tages ist MMA vielleicht auch mal auf einem gewissen von so einem Stand. Aber ich sage jetzt mal, von der athletischen Leistung, die wir bringen müssen, sind wir, glaube ich, immer noch top. Also Kunstturner und so finde ich auch brutal beeindruckend. Also wenn ich sehe, was die alles leisten. Aber es gibt andere Sportarten, die ich finde, so, die machen 10% von dem, was andere machen. Ja. Also leistet athletisch, finde ich. Ja. Wie war für dich der Sieg im Gym, wie du hier aufgewachsen bist? Mit 16 bist du noch nicht erwachsen, bist noch nicht so reif, wie du jetzt bist. Wie war es unter den Trainern? Wie war die Stimmung? Kollegial, familiär oder so monarchisch? Einer sagt, was es zugeht und alle anderen machen es. Ich frage dich das, weil der direkte Umgang kann einen grossen Einfluss haben auf das Lernpotenzial, wie du dich entwickelst. Ich meine, wenn du ständig wie ein Stück Scheiße behandelt wirst, dann musst du nichts erwarten, oder? Ja. Wie war es für dich, aufwachsen im Sport im Generellen? Wie hat man dich behandelt? Also ich sage jetzt mal, ich hatte das Privileg gehabt, dass ich halt relativ früh schon meinen Coach, den ich jetzt noch habe, ich sage jetzt mal, in mein Leben getreten ist, oder halt in mein Gym gekommen ist. Und hat halt mega viel Einfluss auf mich gehabt. Aber wir haben natürlich auch für andere Coaches gehabt, verschiedene Coaches. Es sind halt alle Coaches ein bisschen anders. Oder? Es gibt die einen, die so militärmäßig oder sind, wo ich sicher auch etwas mitnehmen konnte. Ich muss sagen, ich bin auch jemand, der das auch ein bisschen fühlt, wo ich auch, wenn ich in ein Training gebe, auch ein bisschen so einen Style reinbringen tun, weil ich das Gefühl habe, es tut vielen Leuten gut, ein bisschen, weißt, hart, aber dann gibt es eben die, die einfach nur hart, weißt, es muss so ein bisschen beides Dynamik sein, so auch, dass du ein bisschen, keine Ahnung, Empathie bringst und den Leuten zeigst, hey, keine Ahnung, eben, es ist mir wichtig, dass du etwas lernst, und, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich, für mich persönlich ist halt mein Coach, der Edo, den ich immer noch habe. Ich meine, ich bin seit fast 12 Jahren jetzt mit ihm am Trainieren. Und er hat mich halt wie mega, ich sage jetzt mal, unter seine Fittiche genommen. Und mich mega gepusht. Und ich sage vielen Namen so, wenn er nicht wäre, wäre jetzt wahrscheinlich ein Ping-Pong spielen oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob ich noch da wäre oder ob ich da wäre, wo ich bin, ohne ihn. Weil er hat mich wie immer das Beste aus mir rausgeholt. Und das hat halt, ja, wo halt viele andere nicht hatten. Also ich sage jetzt mal, viele auch wahrscheinlich, die bei uns trainiert haben, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie ich von ihm. Weil ich halt auch einfach immer gezeigt habe, dass ich will und dass ich die Leistung bringe und dass ich halt auch immer an Turnier gegangen bin und dies und das. Und die Leute haben halt auch immer mehr gepusht als die so sagen, ja, kommen zweimal und dann kommen sie nicht und so. Aber nicht so hobbymäßig. Genau, ja. Und das hat er halt auch gemerkt, hey, die haben Potenzial, die haben nicht Potenzial und so. Ich bin sicher, viele sind nämlich so gewesen, ja, hey, er schaut nur auf, weißt du, er hat halt ein paar seine Leute gehabt, mit denen er am meisten gepusht hat, wo ich weiß nicht, ob er einfach Potenzial gesehen hat oder ob es einfach ist, dass er uns irgendwie mega gerne hat. Ich kann es nicht genau sagen. Aber durch das habe ich halt auch wirklich, halt, ich sage jetzt mal, im Training immer eine gewisse Geborgenheit gehabt, von wegen, hey, ich habe jemanden, der auf mich schaut, jemanden, der mich pusht, jemanden, der mich glaubt. Und das ist natürlich auch mega schön, oder? Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht so eine Person gehabt so quasi. Ich meine, wir sagen immer, wir machen immer so Späßchen, er sagt immer so, hey, ich habe mehr Zeit mit dir verbracht als mit meinem eigenen Sohn. Und stimmt auch wirklich, wenn ich so nachdenke, wie viel Zeit wir miteinander verbracht haben. Und das ist sicher etwas, wo mir mega viel gegeben hat in dem Kampfsport auch, neben dem Sport selber, oder?
Und das hat mich natürlich auch von der Entwicklung her, glaube einiges, also so bin ich halt, habe ich viele können von der Entwicklung überholen, durch dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme, was das angeht. Ja. Du hast mir gerade 3 Fragen auf einmal beantwortet. Gut. Okay, ich mache zap. Ja. Wann ist dir bewusst geworden, dass du relativ gut bist und daraus eine Karriere machen könntest? Ist es vor dem ersten Kampf, dass du dann gesagt hast, hey, ich möchte jetzt mal probieren? Oder nach dem Kampf, wo du dann gemerkt hast, wie dein Kampf ausgegangen ist, mal eigentlich habe ich es drauf? Ich glaube, ich bin eigentlich nie selber wirklich drauf gekommen. Wahrscheinlich wäre ich jetzt noch nicht drauf gekommen, wenn es mir der andere die ganze Zeit gesagt hätte. Weil ich habe jedes Mal, wenn ich gewonnen habe, so easy, habe ich immer gedacht, ja easy, okay, der Gegner war einfach scheiße gewesen. Und also dachte ja, weil ich bin jedes Mal wieder nach jedem Kampf und dachte, okay, das wird jetzt ein krasser Gegner, jetzt wird es nicht mehr so easy wie letztes Mal. Und es ist doch wieder so, okay, easy. Also bist du fast enttäuscht rausgegangen? Ja, voll. Und ich bin immer gedacht, ey, jetzt muss ich mich voll durchbeissen, weißt du. Und dann habe ich gemerkt, weißt du, irgendwie schnell tappt oder whatever. Und ich bin so, oh, ist schon gar nicht so schwierig gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, der Gegner ist einfach schlecht gewesen, Mann. Und dann habe ich mir immer eingegeben, der Gegner ist einfach schlecht. Darum habe ich wie nie so selber gesagt, hey, Mann, ich bin ja verdammt gut. Das war irgendwie nie meine automatische Schlussfolgerung davon gewesen. Und ich wäre ehrlich gesagt auch wie nie selber darauf gekommen, zu sagen, hey, versuch doch Profi zu werden. Für das bin ich irgendwie immer zu bescheiden gewesen. Ich dachte so, ja, es gibt so viele, die viel besser sind, oder? Ich mache es einfach verdammt gerne und irgendwie gewinne ich einfach oft. Aber ich habe wie nicht gross irgendwie, ich wäre nie darauf eingegangen, ich sage, hey, ich tue nur noch halbtags arbeiten und versuche wirklich wie ein Profi zu trainieren und so. Das hat eigentlich wirklich meine Frau mich dazu gepusht und gesagt, hey, du bist so gut, mach doch mehr daraus. Weißt du, ich meine, ich weiß nicht, ob ich selber irgendwann auf die Idee gekommen wäre. Logisch, das war immer so ein bisschen mein Traum von dem können leben. Aber so wirklich sagen, hey, ich entscheide mich dafür, weil ich habe das Gefühl, ich bin dazu gemacht oder whatever, wäre ich glaube wahrscheinlich selber gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich irgendwie zu bescheiden war. Weil ich habe immer so gemeint, hey, ich bin da ein kleiner Scheisser, keine Ahnung was, es gibt so viele bessere Leute überall auf der Welt, weißt du, ich meine. Und ja, amigs bin ich dann wie selber von mir überrascht, wenn ich denke, keine Ahnung, gehst auf Amerika oder keine Ahnung was, trainierst mit wirklichen Profis und merkst so, hey, ich bin voll da, weißt du, ich meine. Und dann bin ich immer so gewesen, ist das wirklich so oder keine Ahnung, ja. Ist das auch ein bisschen, also ist jetzt keine Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist das vielleicht auch ein bisschen in deinem Kopf, die Schweiz ist gar nicht so ein MMA-Land, bist du überrascht, dass sie gleich diese Qualität erreicht? Ja, schon. Also, man denkt halt, wenn man immer in der Schweiz ist, man denkt so, man ist so klein, man ist so wie nichts im Vergleich zu Amerika und Russland und weißt du, ich meine. Und das also hat mir sicher auch geholfen, als ich das erste Mal wirklich bin gereist und überall trainieren, auf Brasilien, auf Amerika und so, wo ich gemerkt habe, hey, obwohl wir da so ein kleines scheiß Land sind, haben wir doch, also, oder unser Gym zumindest, oder whatever, haben wir eigentlich ein super gutes Level, weil ich habe gemerkt, ich kann mit Top-Leuten mithalten. Obwohl wir eigentlich, wenn du so das Gym mal schaust, weißt du, zum Beispiel, ich meine, ich habe angefangen, ich bin der höchste Gurt von allen immer gewesen. Und ich bin irgendwie als Blau oder als Purple Belt bin ich rumgereist und gemerkt, hey, ich kann mit allen anderen auch mithalten. Logisch, jetzt wieder mal ein paar gute gehabt, die mich voll gesmoked haben. Aber so mit so 80% war es so, hey, ich bin eigentlich auf einem guten Level. Und das hat mir auch so gezeigt, hey, eigentlich ist das gar nicht so unrealistisch, zu sagen, hey, ich will Profi. Oder? Ja, das ist sicher etwas, wo mir so ein bisschen Selbstbewusst geht und sagen, hey, weil für mich selber bin ich immer so gewesen, weil ich da jetzt ein paar Kämpfe gewonnen habe in der Schweiz, oder ich meine eben auch die Europameistertitel oder whatever, kennst du es ja ein bisschen, ist so, für mich hat das voll kein Gewicht gehabt, weil ich also wie, ich gewusst habe, hey, ein Europameistertitel bei keiner Veranstaltung hat keine Bedeutung im Vergleich zu einer richtigen Organisation. Ja, ja, und vor allem, es gibt so viele Organisationen, die ihre eigenen Titel haben. Da kannst du gar nicht irgendwie sagen, wenn jetzt nur schon LFL, du hast Ares, was hast du noch in Europa alles? Ja, du hast so, eben, du hast gemeint, du hast Cage Warriors, du hast, genau. Aber dann hast du ja sogar so die ganz kleinen WKO, WSF, FSF, whatever, weißt du, Ja. meine, Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich bin dort Welterweight Champion, ja gut, bist du in dieser Organisation gewesen, hast du dich dort getestet, ja. Oder? Ich meine, ich habe auch einen Europameistertitel gewonnen in Liechtenstein, einen Kampf, den ich machen musste. Also weißt du, ich meine, gegen irgendeinen anderen, keine Ahnung, Deutsch oder von Liechtenstein, Österreich, ich weiß nicht mal, aber es war so, was macht mich jetzt zu einem Europameister? Ich habe einen Kampf gehabt und habe gewonnen. Und jetzt, weißt du, ich meine, für mich war immer so die Vorstellung, Europameister ist der Beste aus Europa in dieser Gewichtsklasse. Würdest du das heisst, erwarten, ja. müsstest du gegen alle kämpfen, also weißt du, ich meine, und das ist so, ich habe gegen einen gekämpft in ganz Europa. Wie kann ich sagen, ich bin der Europameister? Weißt du, ich meine, darum ist so, und das ist ja bei allen Dingen so, es sind ja alles private Organisationen.
Und wenn ich dann eben von Leuten höre, ja, mein Kollege ist eigentlich Schweizer Meister oder Europameister, bin ich so, wo ist er Europameister? Weißt du, ich meine, und darum ist es so, ja, ich bin auch Europameister, aber ich will es nie so sagen, ich bin Europameister. Weißt du, ich meine, ja. Verspürst du jetzt nur nach all dieser Erfahrung Nervosität oder Angst? Und wenn ja, wie kannst du dich selber beruhigen? Ja, absolut. Also, eben, viele haben das Gefühl, ja, ich bin gar nicht nervös oder mega Gas. Ich habe schon gelernt, damit umzugehen, besser damit umzugehen. Also hast du einfach sehr viel Selbstkontrolle? Ja, ich würde sagen, also ich kann es nicht immer ganz ausblenden, aber ich kann es immer besser ausblenden, aber es kommt immer wieder auch, eben, ich sage jetzt auch bei meinem 10. Profikampf oder so, ist jetzt auch mittlerweile so, dass ich 90% von der Zeit eigentlich mich mega gut fühle, klasse, aber es kommen immer wieder die 10%, wo immer wieder mal vorkommt, wo du dann wieder so ein bisschen nervös bist und so, weißt du, so, hey, kommt das Lampenfieber so, und es geht wie, also ich habe es von vielen schon gehört, es geht wie nie ganz weg, aber ich habe schon gelernt, besser damit umzugehen, also ein bisschen meine Methode gelernt, so, ich tue auch immer während der Vorbereitung oder beim Kampf, ich meine, die grösste Nervosität kommt normalerweise in der Garderobe beim Einwärmen, so weisst, jetzt geht es langsam los. Und dort habe ich auch, jetzt zum Beispiel letztes Mal, habe ich irgendwie wirklich 5 Minuten ist mir so ein bisschen nervös geworden und dann habe ich es irgendwie geschafft, komplett auszublenden und dann bin ich selber so gewesen, hey, wieso fühle ich mich verdammt gut? Das ist so, normalerweise fühle ich mich nicht gut. Ich meine, normalerweise fühlt sich niemand vor dem Kampf wirklich gut. Weil jeder hat seinen kleinen Zweifel im Hinterkopf oder was immer. Dann quasi bevor du rauslaufst, kommt es noch mal so schnell. Wenn du dann hin am Warten bist, dann ich will endlich los, weißt? Ich habe schon das Gefühl, so von Kampf zu Kampf kann ich es immer ein bisschen mehr ausblenden. Aber ganz habe ich es noch nie weggebracht. Würdest behaupten oder sagen, wir gewöhnen sich irgendwann komplett dran? Oder meinst du, wie du gesagt hast, es ist unmöglich, es wird immer etwas bleiben? Ich finde immer, jeder Kampf ist der wichtigste Kampf von deinem Leben, oder? Weil du sagst nicht, der Kampf ist jetzt scheißegal. Also, weil jeder Kampf ist ja eigentlich quasi wie der nächste Step für weiterzukommen. Müsstest du eigentlich jeder anschauen als Championship-Kampf? Genau, und das mache ich auch immer so. Darum bereite ich mich auch immer Vollgas vor. Auch wenn ich das Gefühl, also während wir das Gefühl, ja, ich glaube, der Gegner ist nicht so gut, aber man weiß ja nie, weißt du, ich meine. Darum ist für mich jeder nächste Kampf ist für mich der krasseste Kampf, den ich wird haben, quasi. Aber jedes Mal nachher bist du so, okay, ja, ist so schön. Also, weißt du, ich meine, aber ich muss zwar sagen, desto mehr ich das vorhabe und nachher gekämpft habe, desto mehr ist nachher so, wow, puh. Und jetzt habe ich gemerkt, so, desto mehr ich nicht mehr so nervös bin oder weniger bin, ist dann nachher auch irgendwie die Befriedigung nach dem Kampf immer ein bisschen weniger geworden. Also, weil dann ist so irgendwie... Du hast weniger Emotionen reingesteckt, Genau. Also ziehst du auch weniger raus. Ja, irgendwie so. Und Stört dich das? ein bisschen, ja, mich schon, ja. Ich bin dann wie so ein bisschen, wieso kannst du dich nicht mehr freuen? Oder wieso, also, Ja. wo ich dann auch so gefragt habe, was stimmt denn? Also, ich meine, Ist dir überhaupt wichtig? Ja, ist dir überhaupt wichtig. Aber wenn es dir nicht wichtig ist, so gehst du dann, weißt du, und tust dir das alles an. Weil ich sehe die einen nach dem Kampf, wie die voll am Rasten sind und fast anfangen zu brüllen und so. Und ich bin so, Hängs, Mann, weißt du, ich meine, es war nur ein Kampf, oder? Ja. Und das, bin ich so, eigentlich wäre eigentlich schön, wenn ich mich so freuen über einen Win. Und ich habe fast das Gefühl, zum Beispiel mein zweitletzter Kampf, wo ich recht die Fetzerei hatte und nachher verloren habe, wo ich aber so nach dem Kampf fast ein bisschen innerlich so mehr in Frieden hatte, weil ich so war, hey, ich habe mich voll gefetzt, ich sehe voll verschlagen aus zwar und habe den Kampf auch verloren, obwohl es ein mega wichtiger Kampf für mich war, aber ich weiss, ich kann alles geben und ich kann so viel aus dem Kampf rausnehmen, bin ich wie innerlich so beim Heimfliegen von dort, bin ich so ein bisschen, habe ich wie so mehr Frieden in mir gehabt, als letztes nach dem Kampf, wo so easy ein Win war, ist so gewesen, für das bin ich jetzt all den Scheiß gemacht, weißt du, ich meine, so. Aber und dann frage ich mich so, stimmt mit dir, freu dich doch mehr, weißt du, ich meine. Also du brauchst, das klingt jetzt so blöd, du brauchst mental so wie Zigaretten nach dem Sex. das willst du, dass das... Oh, ist das geil gewesen. Ja, so. ich weiss nicht, wie es ist, eine Ziege, aber ich rauche, ich habe noch nie geraucht, aber ich versuche es so, ja, ich kann es mir so vorstellen, ich kann nicht. Es ist so, amigs bin ich so, hey, es ist so, wenn ich amigs einfach sehe, wie Leute sich amigs nach dem Kampf freuen, bin ich so, einerseits denke ich so, übertreiben es nicht, andererseits denke ich, es muss ja, jetzt für die verstehe ich es, wieso sie sich das antun, weil das so ein krasses Erfolgserlebnis ist. Und für mich ist es dann amigs so, wie ein bisschen enttäuschend, amigs, wenn ich merke, ich freue mich schnell 5 Minuten nach dem Fight, nachher gehe ich in die Garderobe, ziehe mich um und nachher ist es so, alright, und jetzt, weißt du, ich meine, so. Vielleicht bist du gut, vielleicht hast du einfach noch nicht dein Match gefunden. Ja, eben, keine Ahnung, eben, es ist so, ja, ich sage immer, ich gehe kämpfen, weil ich kämpfen will, ich kann nicht kämpfen, weil ich irgendeinen Titel gewinnen oder irgendetwas.
Und ich habe das Gefühl, viele gehen kämpfen, weil sie einfach das Gewinnen lieben. Vielleicht bist du aus dem Grund erfolgreich, weil du machst dir gar nicht den Druck. Weil du gehst nicht kämpfen wegen dem Erfolg, sondern weil du es einfach geil findest, weil es dir gefällt. Also, Ich habe das Gefühl, dann entfaltest du dich auch besser im Training. Du spürst den unnötigen Druck nicht, so, boah, Dani, jetzt musst. Ja. Ich bin da, ich mache es, weil ich es geil finde, ich liebe es. Und wenn du mit dieser Einstellung, glaube ich, in den Käfig gehst, ja, also ich bist du viel entspannter. Ich habe das amigs für ein paar Fighters, die ich kenne, die ich mega beeindruckt finde, habe ich das Gefühl, es gibt selten Fighters, die ich wirklich sehe, die gehen in den Cage und ich habe das Gefühl, sie lieben jede Minute dort drin zu sein. Es gibt so ein paar, zum Beispiel der Marab ist so einer. Ich kenne ihn noch ich habe schon mit ihm trainiert und ich sehe jetzt bei jedem Fighter so einen, wo du siehst, so, er liebt es dort drin zu sein. Wo hast du ihn getroffen? Ich habe mit ihm in New York trainiert, bevor ich in die UFC kam, habe ich recht oft mit ihm trainiert. Ohne Scheiß, geil. Und ja, eben, und bei ihm ist es so, du hast gesehen, im Training, jede Minute, er will da sein, weil viele sind so, es ist Arbeit und er ist so, Michael musst du heimschicken, weil er liebt es. Und wenn du siehst, wie er kämpft, er liebt jede Minute dort. Und ich sehe so selten Leute, die das wirklich, wo das siehst, die Energie. Und das habe ich auch immer versucht mitzunehmen, wenn ich einfach so geniesse es, dort drin zu sein. Weil logisch, jeder ist eigentlich so, hey, ich will einfach gewinnen, also, und dann wieder können, und dann, also, weißt du, ich meine, das, wenn mega oft so das angespannt, und wenn endlich der Kampf ist vorbei und dann sind alle so, oh mein Gott, und dann aber nachher denkst du so, hättest du es doch mehr geniessen sollen, weil wegen dem ist du eigentlich gekommen. Selten ein paar Kämpfe, wo ich das gesehen habe, und bei all denen, die ich gesehen habe, die sind einfach, die bringen so krasse Performance, weil sie halt wirklich einfach gerne drin sind oder halt die ganze Sache geniessen. Und dann siehst du eben ein paar Kämpfe, die ich schon ein paar gesehen habe, die sind so nervös und du merkst so richtig, sie gehen rein, einfach zum eigentlich nachher wieder raus können gehen. Und dann die sind meistens mega langweilig zum Zuschauen. Also, Salut! ja. Hast du im MMA Vorbilder gehabt, die dich aber auch beeinflusst haben? Im Sinne von, du hast sie nicht nur geil gefunden, sondern du hast auch etwas mitgenommen von ihnen? Mental, Moves, was auch immer? Also ich habe einfach so ein paar von meinen Fighters gehabt, die einen bin ich einfach so gewesen, wo ich mir einfach technisch immer so, denn ihre Technik hat mich mega beeindruckt, dann gewisse, wo mich einfach, zum Beispiel ihre Kondi mich irgendwie mega beeindruckt haben, gewisse halt eben von der Energie, die sie bringen, mich mega beeindruckt haben. Einer von meinen Lieblingsfighter immer war der Mighty Mouse, Demetrius Johnson, wo ich einfach so war, also das ist so einfach, für mich sind so, jede seine Fights sind so geil zum Zuschauen gewesen. Und mich hat es immer so gestört, dass er wie zu wenig appreciated Er ist voll underrated, er wird voll vergessen. Und ich war so, scheiß auf alle Heavyweights, die Fights finde ich 90% so langweilig und seine oder halt Bantamweights allgemein. Das ist einfach Action pur. Technisch unglaublich, was die alles bringen. 5 Runden lang Vollgas machen, oder? Und darum habe ich meistens immer viel lieber so die Leichten geschaut, Fighten. Ausser halt zum Beispiel John Jones und so, ist für mich einfach immer so in dem Sinne, der ist einfach so speziell für den Techniker gewesen, wo ich so dachte, das ist so ein mühsamer Gegner. Es gibt wenig, wo ich sage, gegen die will ich nicht gerne kämpfen, aber er ist so einer, den müsste ich einfach nicht haben, weil es ist so eklig, seine Art. Ja. Und das habe ich mir irgendwie immer beeindruckend gefunden. Und ich habe mich auch versucht, ein paar Sachen von ihm zu nehmen und so, aber wo ich gemerkt habe, es liegt mir auch nicht so, weil ich halt keine Ahnung, physisch oder halt auch von meinen Sachen halt nicht so zu meinem Style passt. Und dann halt eben ein paar wie zum Beispiel einfach wo so die Energie in den Kampf bringen, wo ich einfach so finde, wow geil, weißt du, so, wo ich einfach gesehen habe, die kommen zum Beispiel, TJ Dillashaw ist auch einer immer gesehen, der reinläuft und du merkst so, er liebt es, weißt du, so. Und die Energie habe ich auch wie versucht, in jeden Sparring zu bringen oder wie auch immer, so dass ich einfach auch, ja, ich finde mental eben, das pusht dich mega, wenn du dir selber einredest, ich habe hohe Freude an dem, was ich mache. In den letzten 10 Jahren so viele Kämpfer wieder neu gekommen, die noch krasser sind und so. Aber ich sage jetzt, Mighty Mouse ist für mich immer einer von meinen, also kann ich sicher sagen, einer von meinen Lieblings. Verstehe ich. Ja. Sie hatten leider viel zu wenig Wert. Wahrscheinlich, weil er im Bantamweight unten war. Ja, weil kleine Fighter ist nicht so interessant, obwohl die eigentlich mehr abgehen. Oder? 2 Fragen. Wer glaubst du in der Welt des MMA ist überbewertet und könntest du fertig machen? Und wer wäre dein absoluter Traumgegner? Alright. Wer überbewertet ist, so habe ich ein paar gehabt. Ich kann nicht mehr ein paar gehabt, gewisse Leute, die ich denke, wie haben die es in die UFC geschafft, Mann? Oder, also ja, aber jetzt fällt mir gerade nicht spezifisch ein. Gewisse haben mich dann auch teilweise wieder wie
vom Gegenteil überzeugt. Also die ersten paar Kämpfe so, und dann plötzlich haben sie wieder einen hohen krasser Kampf und dann bin ich so, okay, dann hat doch etwas getroffen, weißt. Also du musst nicht unbedingt einen Namen geben, ist okay. Du kannst Ja, mir ja, auch ich einfach muss- Traumgegner sagen, ist easy, wenn Ja. dir das leichter fällt. Also Traumgegner habe ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so spezifisch eines. Also für mich ist so, schlussendlich, für mich ist immer so die Motivation gewesen, gegen die Besten können, also die Besten können kämpfen. Für mich ist nicht einmal immer so gewesen, ey, ich will der Champ werden oder der unbesiegte whatever sein. Aber wenn ich kann sagen, hey, ich kann mit den besten Leuten fighten und alle sagen, wow, gegen den will ich nicht nochmal. Von mir ist es so, wenn ich verliere, aber wenn die nachher sagen, hey, gegen den Daniel will ich nicht nochmal schlagen, dann bin ich schon voll happy, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Und das ist mehr amigs so meine Motivation, als sagen, hey, ich will einfach alle rasieren und ich will der Beste von allen sein. Für das bin ich, glaube ich, wirklich zu bescheiden. Aber mir geht es schon, wenn ich so weiss, hey, der hat voll keine Lust, nochmal mit mir eine Runde Sparring machen, ist für mich schon so, okay, dann habe ich etwas gut richtig gemacht. Weißt du, was ich jetzt persönlich gerne, gegen wer ich gerne kämpfen, ist bei Cage Warriors der George Hardwick. Das ist der Lightweight Champ momentan in meiner Division. Wo ich finde, der ist ein bisschen overrated. Und ich habe einfach das Gefühl, ich kann ihn verräumen, weil er hat einfach noch nie einen Gegner gehabt, wirklich so ein bisschen die Energie bringt, die ich bringe. Sie sind mega ein bisschen am Schützen, habe ich das Gefühl. So, weißt, ich gebe ihm die, weil sie ist halt voll der Star dort in England. Nicht, dass er nicht gut ist. Ich meine, er ist sicher technisch super Dings, aber ich habe einfach das Gefühl, sie geben ihm immer so Gegner, die er auch einfach so sicher kann besiegen kann. Und dort hätte ich wie gerne mal einfach so die Chance, um einfach mal so sagen, hey, ich kann so wie einfach, tu dich nicht schonen, man. Ich fetze dich einfach voll um, weißt du, ich meine. So, einfach einer, der so ein bisschen ist, so, ich komme rein, um dich zu killen. Und dort habe ich einfach wirklich, dort bin ich von mir überzeugt, dass ich den voll packen will. Vielleicht bin ich auch voll falsch, oder, aber einfach so von der Energie her und so, finde ich einfach so, habe ich das Gefühl, bringe ich ein anderes Level von Energie als er. Weil für mich ist das kein richtiger Fighter, weißt du, ich meine. So, er ist so mega technisch, dies, das und so, weißt du, so voll, aber ich bin so, bist du ready zum richtigen Krieg gehen? Also noch nicht battle-tested in deinen Ja, Augen. voll. Okay. Und das würde mich mega reizen. Ich habe ja schon mal nach meinem einen Fight in Dublin habe ich schon einen Call-out gemacht, weil mich bis jetzt immer ignoriert, überall wo ich ihn angeschrieben habe. Wahrscheinlich weiss er wieso, oder? Ich glaube eigentlich kann ich sagen sich, aber irgendwie regt er mich einfach auf, Mann. Und sein kleiner Bruder ist Featherweight Champ, der regt mich noch mehr auf. Am liebsten würde ich ihn verschlagen, aber Featherweight runtergehen und den Bruder auch noch verschlagen. Ich weiss nicht wieso, ich habe eigentlich nie ein Problem, also ich bin immer so, ich finde eigentlich all meine Gegner habe ich immer so mega nett gefunden, aber die zwei nerven mich einfach irgendwie, ich weiss nicht wieso. Die zwei würde ich mega gerne verhauen. Was glaubst du, wird von Menschen, die kein MMA machen und auch nicht rauskommen, total unterschätzt, überschätzt und falsch eingeschätzt? Unterschätzt, Überschätzt und falsch eingeschätzt. Oder wenn ich sage, hey, komm doch mal bei mir, hörst du MMA und so, sind immer so, boah, nein, Mann, viel zu brutal, ich fange erst lieber mal mit Boxen an und so. Und wenn ich so bin, Leute, wir schlagen uns im Fall im Training nicht den Kopf ein, also weißt, sie sehen unsere blutigen Fights und so, und das Gefühl, das Training ist auch so. Und das finde ich eben, da wird es voll überschätzt von der Brutalität her. Es ist so, es ist ein Kampfsport wie alle anderen auch, wir schauen aufeinander, oder? Und das Training ist nicht, wir schlagen uns alle K.O., oder? Und dort wird es so oft überschätzt, einfach von der Brutalität, finde ich. Von fast allen. Wie oft ich höre, ja, ich fange lieber mal mit Jiu-Jitsu oder mit Boxen an, und dann ich so, dann kannst du ja ganz so gut MMA machen. Also, ja. Und viele sind immer so, ja, aber weißt, nachher werde ich da am Boden voll. Ich so, noch nie habe ich im Training einen am Boden voll in die Fresse. Also, weißt du, ich meine, so. Ich glaube, wäre am falschen Ort, wenn er das machen würde, oder? Ja, und ich meine, logisch, wir haben schon harte Sparrings, aber es ist so, man passt sich immer an den Partner an und nicht einmal mit meinen besten Partnern. Logisch, habe ich auch schon mal einen aus Versehen Nase gebrochen, oder. Aber es war nie so gewesen, ich meine, ich tue ja nie einen am Boden K.O. schlagen, quasi absichtlich. Das würde ich nie machen im Training. Das macht auch sonst niemand da. Und darum ist so, wir haben ein völlig falsches Bild von unseren Trainings. Den unterschätzt? Und dann unterschätzt habe ich das Gefühl, ich kenne nämlich die einen, die so sagen, hey, ja, ich mache kein MMA, weil, weißt, wenn mich mal einen trifft, dann sehe ich rot und dann habe ich Angst, dass ich irgendjemanden verletze oder keine Ahnung was. Wenn ich so, du bist komplett uns am Unterschätzen oder dich am Überschätzen, wo ich auch so bin, Kollege, komm einfach mal. Und dann siehst du mal, wie harmlos du eigentlich wirklich bist. Weil jeder Mal, ich glaube, ganz tief in sich drin, das Gefühl, wenn es muss sein, bin ich der krasseste Sieg und verschlagen alle, wenn es unbedingt muss sein, oder? Und dann bin ich so, ich würde mega gerne mal so, weißt, Reality-Check, kommt doch einfach mal und dann sehen wir, wie eigentlich harmlos ich sind, weil ihr einfach keine Ahnung. So à la Bully Beatdown. Ja, mit Jason Mayhem Miller damals. voll. Das würde ich so gerne machen. Ich habe das sogar einmal geschafft machen mit einem, wo ich die Lehre gemacht habe. Mein Nebenstift hat auch ein bisschen trainiert, nicht so intensiv wie ich, aber ist auch sicher schon 1-2 Jahre am
trainieren gewesen, hauptsächlich Thai-Box und so. Und dann hat einer, der da gearbeitet hat, ist immer so gewesen, ja, der würde ich voll verräumen. Er hat das Gefühl, mein Kollege war so ein bisschen fetzig gewesen, und der andere war so nur ein Lauch gewesen, aber halt ein bisschen grösser. Und er war einfach so der Meinung gewesen, hey, er ist mental so stabil, ist mir scheißegal, ob mein Kollege 2 Jahre schon trainiert und so, er würde dann voll verschlagen. Und ich bin so gewesen, ganz sicher nicht, Mann. Hast du schon jemals irgendetwas gemacht? Und er so, nein, aber weißt, es kommt nur auf die mentale Stärke drauf an. Ja. Und dann bin ich so gewesen, okay, komm. Dann ist er wirklich mal an einem Samstag, habe ich mit meinem Kollegen und dem abgemacht, sie soll auch mal eine Runde Sparring machen. Und er hat einfach keinen Stich gehabt. Mein Kollege hat sich so ein bisschen kicken lassen, dies, das. Und dann hat er einen Park, hat dann am Boden runtergepatscht, dem einen in den Bauch geschlagen und der andere hat gerade aufgegeben. Und ich bin so gewesen, wo ist jetzt seine mentale Stärke? Weißt, so. Und das ist eben so, viele Leute haben sich unterschätzen, was für einen Unterschied macht. Mit einem Pro-Bild, also wenn du rauskommst oder nicht. Ja, genau. Ja. Also dann wäre noch der letzte Punkt, was wird falsch eingeschätzt im MMA? Falsch eingeschätzt? Ja. Das ist wieder fast das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, wegen der Brutalität. Ich sage jetzt mal, die meisten von außen sehen halt immer alles, das ist einfach so einfach Schlägerei oder so, keine Technik, es geht einfach zwei hässige Sicher, die sich verschlängen. Und sie sehen wie eine Technik oder alles dahinter, so der athletische Aspekt dahinter, finde ich, sehen viele falsch. Ja. Das ist eben auch etwas, was ich zum Beispiel in der Reportage versucht habe zu erklären. Oft habe ich so, hey, es ist nicht einfach 2 Leute, die sich am Boden fressen schlagen. Es hat so viel Technik dahinter, die du halt als Laie nicht siehst. Ja, darum wird es auch oft, eben, vor allem in der Schweiz und so, mega negativ angeschaut. So, hey, am Boden schlafen. Alle sagen immer, dass am Boden schlafen finden sie so brutal. Ja, wir haben sich ja beide dazu entschieden, das zu machen. Das ist so, er ist ja trainiert am Boden, Schläge zu kassieren und abzuwehren. Ja. Und der andere umgekehrt. Ganz ehrlich, wenn ich ihm jetzt im Karate voll ohne Skibeinschoner in die Fresse kicke oder ich ihm am Boden einen Fuß gebe, was ist jetzt da weniger oder mehr brutal? Das Karate ist etabliert, das ist angesehen. Ja, aber ich meine, dort habe ich schon hure heftige Knockouts gesehen. Und dann, ich meine, ein Kick in die Fresse ist ja wohl viel schädlicher als so Füße. Kannst gar nicht so viel Kraft aufnehmen. Ja. Also darum ist so, finde ich, das wird voll falsch angeschaut. Und noch nie habe ich gehört, wenn einer sagt, oh, du machst Karate, brutal, Mann. Ja, noch nie, aber jedes Mal, wenn ich sage MMA, also das müsste jetzt nicht, das ist brutal. Also immer. Und dann bin ich immer so, okay, ja, eben, dann muss ich gar nicht weiterreden, weil ich so, die das schon... Als ich meiner Mutter gezeigt habe, dass ich MMA will machen, sie hat mich fast abgeschlagen. Ja. Dann hat sie mir gesagt, ich habe dich nicht auf die Welt gebracht, dass du dich verprügeln kannst. Ja, ich habe gesagt, es ist ein Sport, nein, ich will nicht. Ja, typisch Südländermütter. Aber ja, meine Mutter hat sich auch nicht gefreut, aber ja, ich sehe einfach, für viele ist einfach so, eben, sobald eine Platzwunde ist, ist es super brutal. Ich denke, so, das ist die wenigst schlimme Verletzung, die du im Kampf kannst haben kannst. Ja. Oder? Weil die ist nach einer Woche wieder verheilt. Es ist halt das Blut, das es brutal macht, aber im Boxen, das sehen so viel Schäden. Eben, genau. Also, ja, das ist eben das, und das finde ich, wird oft von fast allen falsch angeschaut. Ja. Wie hat es sich für dich angefühlt, als du den Cage FC-Titel gewonnen hast? Wie zufrieden bist du? Du hast mir jetzt vorhin so den Eindruck gemacht. Cage Series. Ja. Wie hat sich das angefühlt für dich? Hat es dich zufriedengestellt oder war es mehr so, ja, es ist jetzt ein Schritt? Ja, das ist auch wieder eben das, was ich vorher gesagt habe. Ich bin dann wieder so überrascht, weil mich zu wenig nicht groß befriedigt. Oder, ja, es hat mich null stolz, also es hat mich nicht wirklich stolz gemacht. Es ist nicht so, wow, kann ich sehen, die einen schlafen da mit dem Gurt und so, wenn sie so stolz sind und so. Und ich so bin, ja, easy Tag kannst du ihn haben, weißt du, ich kann extra nicht einmal bei uns, also ich kann so viel Zeug bei mir, wenn ich so gesehen, ich rühre es weg oder ich kann es da aufhängen, wenn ihr es wollt, aber sonst hat das wirklich keinen Wert für mich. Und dort war es auch so, der Kampf war halt recht easy. Ich habe in der ersten Combo einen Drop und dann nachher recht schnell gefinisht. Und dann ist eben auch wieder so, dass eben, desto krasser der Kampf, desto krasser ist das Erfolgserlebnis. Und dort war es halt auch nicht so groß. Die einen haben sich am Schluss gemacht, dass sie so, hey, ich habe der Einzige, der den Titel gewonnen hat, und auf dem Foto sieht es aus, als hätte ich voll den Anschiss. Weil ich so ein bisschen bin, okay, ich habe schon ein bisschen mehr vom Gegner erwartet. Ja. Und das ist so, ja, wieder so. Genau auf das Zitat, das du jetzt gesagt hast, umso krasser der Kampf. Da habe ich noch eine Frage drauf, okay. Das ist in der Reportage gesagt. Ist dein Ziel, das ist jetzt die letzte Frage, noch kommen wir auf den psychologischen Aspekt, ist dein Ziel UFC? Eigentlich nicht unbedingt, weil für viele ist immer so, vor allem da halt im Westen und so, UFC ist alles und so, finde ich, ist absolut nicht der Fall. Ja. Weil, also ich habe auch schon vorhin gesagt, so, wenn ich 2 Angebote bekomme, UFC und ONE FC, würde ich ONE FC nehmen. Weil ich finde einfach, ich mache den Sport aus Leidenschaft und nicht aus Ruhm oder whatever.
Und ich finde auch bei ONE FC wird mehr Wert auf wirklich deine kampfsportliche Leistung gelegt und nicht um die ganze Show rundherum. Also ist die UFC ein bisschen das Kommerz? Ja, mich stört so oft, dass es wird immer mehr so wie WWE, oder weißt du, die ganze Show rundherum, es wird mir alles so amerikanisch aufgepusht und so. Und du merkst auch, es sind die am meisten verdienen, sind meistens nicht die besten Fighters. Und das nervt mich. Also das finde ich so ein bisschen, keine Ahnung. Eben, zum Beispiel Mighty mal das beste Beispiel gewesen. Das habe ich immer so respektlos gefunden. Der krasseste Athlet aus der ganzen UFC und bekommt einfach so wenig von dem, was die anderen bekommen. Und eben so Sachen finde ich halt so ein bisschen, stört mich ein bisschen als Sportler. Weißt? Es ist eben, ich meine, ich habe MMA gemacht, aber ich kenne mich bestimmt nicht so aus wie du mit der Materie. Aber ich habe das Gefühl, auf den Charakter bezogen, der Mighty Mouse war fast zu humble für die UFC. Ja, jetzt schaust du mal McGregor an, der nichts gegen ihn, er hat seinen Erfolg gehabt, aber niemals auf dem technischen Level ist wie Mighty Mouse. Ja. Hat sich dumm und dämlich verdient, weil er einfach die Schnorren hatte, weil er das Auftreten hatte. Who do you think would give you the hardest fight out of anybody on stage? Right here. Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Ja, ich sage mal, weißt du, es hat schon viel gehabt, die riesen Schnurren hatten. Bei McGregor musst du ihm halt schon lassen. Er hat riesen Schnurren gehabt und hat halt trotzdem seine Leistung gebracht. Ja. Oder? Bis zu einem gewissen Punkt. Aber für mich war es halt auch so gewesen, der Mighty Mouse ist allrounded. Das habe ich eben krass immer gefunden. Er war überall brutal gewesen. Und der McGregor war einfach nur ein guter Striker gewesen. Logisch, er war auch noch ein guter Grappler gewesen, sonst hätte er es nicht so lange überlebt. Aber trotzdem, es ist so, ist dann immer weiter gegangen, wo es irgendwann so, ich habe ja auch unterhaltsam gefunden mit McGregor, weißt du, ich habe es nicht per se schlecht gefunden, aber irgendwann hat er so ein Limit überschritten, wo ich so bin, okay, jetzt lange, weißt du, so, jetzt wird es langsam einfach nur noch lächerlich. Und dann habe ich so ein bisschen Sympathie verloren. Und dann ist der Khabib gekommen, der ist ganz schnell wieder... Und das habe ich mega gefühlt. Also, weißt du, wie habe ich das gefühlt? Das ist so gewesen. Das ist mega schön. Zum Glück ist der Khabib gekommen, der so quasi wieder so ein bisschen das Respekt zurückgebracht hat. Weil ich glaube, wenn er nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, wo wir jetzt gewesen wären. Weißt du, ich meine? Aber trotzdem ist es halt immer noch also es ist halt auch mega Show. Ich meine, einerseits durch das verdienen die Kämpfe jetzt alle viel mehr. Ja, logisch. Ich meine, einerseits gut, aber jetzt rein aus meinen Kampfsportlichen, als Kampfsportler, der es als Leidenschaft macht, hat man das nicht so Das ist für dich der falsche Fokus in dem Genau, Moment. ja. Aber eben, wie du gesagt hast, er ist vermarktbar, durch das gibt es Genau. mehr, wie heißt sagt man Revenues auf Deutsch, Mann? Revenues? Gute Frage. Ist das Umsatz? Ja. Schon, gell? Ja, Eben, es kommt einfach mehr Geld rein. Mehr Umsatz, mehr Einnahmen, Pay-Per-View-Einnahmen und Genau. alles Zeug. Und durch das können die anderen nachher besser Und durch das, zahlen, ich meine, was es für einen Push gegeben hat, von vor McGregor-Zeiten zu nach McGregor-Zeiten, ich meine, vorhin so Titelkämpfe, haben ihre vielleicht 3, 4, maximal 500'000 gehabt. Ich glaube, der John Jones war mal einer mit den meisten Dings mit 700'000 pro Fight, ist das gewesen. Und jetzt sind wir bei 2, 3 Millionen, weißt du? Das ist eben das, was ich auch noch krass finde. Nicht mal John Jones hat so einen Hype hergebracht. Ja, Das eben ist voll. krass. Wo ich so war, ja, Pound for Pound, immer noch eigentlich, weißt du? Ja, darum. Einerseits hat er Ruhe gut da im Sport, andererseits irgendwie auch wieder nicht. Ja. Also, weißt du, so finanziell ja, Was es aus dem Sport was macht. er aus dem Sport gemacht hat, wieder nicht. Und darum bin ich so ein bisschen, und auch bei ONE FC ist so, hey, kämpfen wieder wirklich, habe ich das Gefühl, mehr, darum ist der Mighty Mouse zu ONE FC gegangen. Also dort wirst du nach deiner sportlichen Leistung bezahlt, habe ich das Gefühl, und halt wertschätzt. Und auch du siehst einfach von der Veranstaltung oder von den Fans her auch dort, also es ist so krass, ich meine, bei UFC, ich habe schon UFC-Events gesehen, dort sind sie irgendwie 1 Minute am Boden gewesen, alle fangen an zu buhen. Und ich bin so, wenn die mich verarschen, man, die sind sich gerade verdammte Scrambles am geben und die buhen einfach. Und bei ONE FC siehst du so, alle sind voll ruhig und voll gespannt am Zuschauen und sie schätzen jeden Aspekt vom Kampf. Aber das ist halt auch der Unterschied japanische Kultur zur amerikanischen Kultur, oder? Ja, allgemein Asien einfach, ja, voll. Also ich meine, ja, du merkst halt, also das sagen auch viele früher, die Sprite, das sind die besten also die respektvollsten Zuschauer gewesen, die es gab, weil du hast manchmal gehört, kein Mulksmüsli still gewesen, wenn irgendetwas passiert am Boden. Und so niemand baut. Und bei der UFC ist halt die Fan, weißt du, meine so. Aber ja, dann schlussendlich ist es halt trotzdem etwas, wo halt, ich meine, wenn man in der UFC kämpft, dann kennt dich jeder. Und das ist halt das Attraktive am Ganzen auch. Darum, logisch, UFC ist immer ein Ziel für fast alle, aber ich finde, das ist nicht alles. Reden wir über den psychologischen Aspekt. Selbstbeeinflussung.
Welchen Wert hat Affirmation, Visualisierung in deinem Denken? Siehst du einen Sieg, bevor er passiert? Oder denkst du eher so, vielleicht, wenn ich das zu fest mache, unterschätze ich den Gegner? Gut, von dem, was du bis jetzt erzählt hast, eher nicht. Ja. Aber machst du das, die Visualisierungen? Gehst du einen Kampf durch, sag jetzt mal Schritt für Schritt, Round für Round in deinem Kopf und stellst dir vor, was du mit ihm machst? Das ist meistens das, wo vielen Leuten die paar Nächte vor dem Kampf so ein bisschen den Schlaf raubt. Das Visualisieren, was will ich im Kampf machen, das raubt so viel Energie. Also mir persönlich, und ich kenne es von anderen, raubt so viel Energie, das Visualisieren. Man hat dann das Kopfkino, okay, ich gehe rein, ich mache das, wenn das passiert, mache ich das und dies und so. Und dann gehst du in den Kampf und alles ist anders, wie du dir vorgestellt hast oder was du dir vorgenommen hast oder whatever. Darum habe ich versucht, mir gar nicht zu viel, also in dem Sinne visualisieren, darüber nachdenken, was ich genau mache und so, weil ich habe so gesagt, hey, ich kenne es ja mittlerweile genug gut, um zu wissen, dass es immer anders kommt, wie ich denke. Darum, was ich angefangen habe, ist, anstatt mir den ganzen Kampf zu visualisieren, ich visualisiere nur noch den Start vom Kampf. Weil die ersten Kombos, die ersten Austausch kann ich mir wie vornehmen und alles andere passiert, entwickelt sich. Du kannst den Start wie quasi sagen, ich kann mir sagen, hey, so starte ich den Kampf und der Rest entwickelt sich. Darum tue ich mir gar nicht zu viel Energie drin verschwenden, mich das visualisieren und ich meine, logisch ein Gameplan und durch Situationen drillen und so, aber das musst du so krass drillen, dass es einfach so kommt, oder? Also lieber gute Vorbereitung und mit dem entspannt in den Kampf hinein. Und dann kann ich mal sagen, hey, wir haben jede Situation drillt, bis ich umgekehrt bin. Ich muss mir gar nicht mehr daran nachdenken, weil ich weiß, es ist da hinten. Es kommt dann schon, wenn es muss kommen. Ich muss mir jetzt nicht noch das die ganze Zeit visualisieren, finde ich. Ja. Also, ja. Hast du Ritual, das du regelmäßig benutzt? Weil der Moreno hat eben gesagt, er steht eigentlich nicht so auf Ritual, weil es besteht eine Gefahr, dass wenn du es mal nicht machen kannst, gehst du voll über. Aha. Ja, unbewusst vielleicht ein bisschen, aber nicht so etwas, wo ich mich voll daran beiße. Ich habe auch schon, also mein Coach hat auch schon gesagt, die ersten, die so die Rituale haben immer vor dem Dings, machen sie ihres whatever, ist so ein bisschen Unsicherheit. Es gibt auch viele, also es zeigt nur, dass du unsicher bist, weil das bringt dir dann, oder? Du willst wie eine Sicherheit holen. Und für mich ist es so, ich mache glaube unbewusst, ich komme vielleicht immer ein bisschen ähnlich in den Cage rein oder stampf mal ab und versuche so ein bisschen den Cage zu spüren oder kann ich ein bisschen im Kreis oder wie auch immer. Aber es ist für mich jetzt nichts, was ich so vor mir sage. Ich mache das wie natürlich, einfach so, ich versuche alles so ein bisschen zu spüren und so, aber ich habe eigentlich nicht wirklich ein Ritual, wo ich sage, hey, ich muss das unbedingt vor dem Kampf machen, weil meistens ist auch jede Arena ist anders, jeder Ding ist anders, amigs ist so, du hast das Gefühl, du machst einen Walk-in so und dann auf einmal ist, ich muss schon rausgehen und ich habe gemeint, ich kriege noch 5 Minuten, oder darum ist so. Ja. Und das kann natürlich einer, der so das Ritual voll drin hat, ist so, ja, aber ich habe noch nicht geschafft, meine, keine Ahnung was machen. Darum habe ich das nie wie mir etwas angedingst. Ja. Ich habe es gesehen, weil mir ist die Frage einfach in den Sinn gekommen, das allen stellen, weil ich habe in einem, ich weiß nicht, ob es Europa oder Weltmeisterschaft ist, Kunstturnen, hat es eine gehabt, Alter, die ihre Finken 5 Minuten. Die haben perfekt müssen liegen, die hat die Finken nicht in Ruhe gelassen. Ja, das ist zwanghaft, Mann. Ja, voll. Und dann musst du gehen, weil du keine Zeit hast und dann bist du voll am Arsch. Ja, also, aber in dem Fall verbindest du das eher ein bisschen mit, es ist mehr eine Behinderung, als dass es hilft, unter Umständen. Ja, also klar, ich finde, das kann ja schon helfen, aber die Frage ist so, was ist, wenn du es nicht kannst machen, oder? Für den einen hilft es vielleicht, den anderen nicht. Ich meine, wenn einer sagt, das ist für mich etwas super wichtig und jedes Mal, wenn ich das mache, fühle ich mich super gut, dann mach es, weißt du, was ich meine? Es ist so, ich meine, so individuell, jeder muss das für sich finden, was ihm gut tut. Ja. Ich finde halt einfach, MMA, vor allem oder Kampfsport, ist so, du lernst ja quasi im Chaos cool bleiben, darum ist so, jetzt quasi versuchen dort eine Ordnung, also ich versuche ja wie, man lernt ja quasi, oder das Ziel ist eigentlich, dass du Chaos kannst kreieren und dich wohl drinnen kannst fühlen und dann quasi deinen geregelten Ablauf reinzubringen, ist so wirklich, es widerspricht sich wieder ein bisschen. Ich wollte auch können sagen, wenn es heisst, hey, jetzt muss ich kämpfen, ich bin ready, ohne dass ich da irgendwie muss meine komischen Übungen machen, oder? Ja. Du hast in deiner Profikarriere auch schon Niederlagen erlebt? Yes. Gehört leider dazu, aber an denen wachst du auch. Was geht dir durch den Kopf, wenn du verlierst, in dem Moment, wo du verloren hast und den Verarbeitungsprozess Tag danach? Niederlage selber hat mich eigentlich meistens nicht wirklich groß gekratzt. Logisch habe ich so, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, für irgendwie weiterzukommen, das schon, aber dass ich jetzt quasi verloren habe, so à la egotechnisch, hat mich wirklich, kann ich ehrlich sagen, wirklich voll nicht gekratzt.
wenn ich weiss, dass ich einen geilen Fight gemacht habe, dann ist es so, hey, ich habe mein bestes gegeben. Was mich nervt, ist so, wenn ich dann den Kampf schaue oder Dings und wenn ich so Fehler mache und ich so war, die wären einfach nicht nötig gewesen, das frisst mich dann hinterlich ein bisschen auf. Das nervt mich einfach so mehr. Einfach, wieso hast du den Fehler gemacht? Das war so blöd. Das war richtig unnötig. Ja. Oder irgendeine Situation nicht ausgenutzt oder so Sachen. So, das sind so kleine Sachen, wo ich einfach denke, wir haben es im Training angeschaut, ich habe es gewusst, mein Coach hat es mir 1000-mal gesagt und genau in diese Situation komme ich und ich mache es einfach nicht. So Sachen regen mich mega auf. Und das habe ich halt ab und zu bei den Kämpfen, die ich verloren habe. Ich dachte, hey, wenn ich das dort richtig gemacht hätte, so wie wir es im Training angeschaut hätten, hätte ich den Kampf vielleicht gewinnen können oder whatever. Aber es ist dann mehr so, wieso hast du es? Also, aber eben, es ist so, ich meine, jeder macht Fehler und es ist so, du wirst nie perfekte Performance machen, aber es ist einfach so, das nagt dann ein bisschen an mir, bis ich dann irgendwann mal Frieden gefunden habe, aber das sind dann mehr so ein bisschen technische Sachen. Aber ich dann schlussendlich verloren habe, ist mir dann eigentlich wirklich, tut mich voll nicht belasten. Aber es belastet mich, wenn ich weiss, hey, wenn jetzt irgendetwas passiert ist, was so niemand erwartet, ist so, okay, easy, man. Der andere hat mich voll überrascht, voll easy. Aber wenn es so quasi ist, mein Coach hat mir die ganze Zeit gesagt, hey, deine rechte Hand darf nicht runtergehen, also der Heike kommt sicher und dann ich die Hand runtergehe und er kickt mich und knockt mich aus. Das ist so, du Idiot, Mann. Oder? Die dumme Fehler in dem Moment. Genau, oder halt eben so Sachen. Und dann denke ich so, vor allem wenn ich es gewusst habe, weißt, wenn du überrascht wirst, okay, shit happens. Aber so gewisse Sachen, wo du eigentlich vorbereitet drauf warst, oder? Das sind so, ja. Denn du hast leider, du bist ja erst 28, schon extrem viele Verletzungen gehabt. Ja. Und auch Operationen. Was macht das mit dir psychisch? Wenn du denkst, so Scheiße, ist schon wieder etwas. Und vor allem, wie bringst du es du an, nicht aufhören wegen dem? Dass du immer wieder sagst, ich mache jetzt weiter, egal was kommt. Ich glaube, ich mache einfach weiter, weil ich bis jetzt nicht anders gefunden habe, als keine Alternative eingefallen ist. Nein, also es stimmt zu einem gewissen Punkt, glaube ich, schon ein bisschen, aber jetzt, ich würde sagen, ich kann sicher immer nach meinen, weißt du, wenn du zum Beispiel hast dich verletzt, gehst zum Arzt, sagt er, hey, wir müssen operieren, jetzt fallst du gar nicht wie viele Monate aus, ist immer erstmal, habe ich immer so eine emotionale Rollercoaster von irgendwie 10-15 Minuten, wo zuerst bin ich niedergeschlagen, dann bin ich hässig und dann irgendwie traurig und irgendwann ist es dann noch, meistens spätestens am nächsten Tag ist so, okay, das was das ist und dann kann ich mich wieder auf irgendetwas Neues fokussieren, freuen, whatever. Es ist so immer, ich schaffe es mega schnell, mich durch den Anschiss und die Niedergeschlagen irgendwie wieder rauszudenken und dann denke ich so, easy, aber wieder 6 Wochen, wenn ich nicht arbeiten muss, jetzt kann ich irgendwie, jetzt gehe ich halt wieder ins Fitness und versuche mich, und dann die Aufbauübungen und dies und ich versuche mich irgendwie mit anderen Sachen wieder mit so kleinen Sachen motivieren. Einfach so wie kleine Sachen, man kann mich so ein bisschen aufmuntern, anstatt dass ich irgendwie sage, hey Scheiße, ich kann wieder irgendwie 2 Monate trainieren, weil wenn ich an das denke, zieht es mich voll ab. Ja. Es ist schon schwierig. Ich meine, nach jeder Verletzung ist es immer wieder schwieriger gewesen, zu sagen, okay, ich sehe es positiv. Weil irgendwann, also ich habe ja 4-mal meine Hüfte operiert, erst 2-mal haben sie es versaut und dann habe ich nach 4 Jahren nochmal gehen. Dann haben sie mir wie gesagt, hey, ja, sie haben es nicht richtig gemacht bei den ersten 2 Mal, jetzt müssen wir es nochmal machen. Und dann, das war so gewesen, wenn man kommt, Scheiß verarscht. Dort habe ich schon ein Jahr ausgefallen, jetzt muss ich nochmal ein Jahr ausfallen, nur weil sie das erste Mal nicht richtig gemacht haben. Und das hat mir halt verdammt angeschissen. Also, jede Verletzung geschissen habe, das hat mich wie doppelt so fest angeschissen. Und dann war es nicht einmal so, ja, nachher ist es top, nachher ist es nur so, dann wird es vielleicht. So mal schauen, was passiert. Genau, und ja. dann ist schlussendlich eben nachher wirklich nicht besser gewesen, die Hüfte. Und dann bin ich so gesagt, jetzt habe ich 4-mal operiert für nichts und wieder nichts. Das ist halt schon schade, aber nachher irgendwann ist es so, ich hatte dann ein paar Tage so, ich sage jetzt mal, bin im Down und so, und mit denen ist so, ja okay, was soll ich machen? Es ist so, wie es ist, ja. Und ich habe so gemerkt, ich kann mich dann so aufregen und dies und dann wird es mir immer schlecht und dann denke ich so, noch nie hat es mir etwas gebracht, mich aufzuregen. Verschwendest du Energie, wenn du das verschwende schon viel Energie und dann habe ich so oft gemerkt, okay, ich sage jetzt halt irgendwie, ich versuche mich auf irgendetwas anderes zu freuen und dann auf einmal ist es wie irgendwie verflogen und dann. Aber in dem Fall hast du ein geiles Mindset, dass du dich aufs Richtige konzentrierst, in Anführungszeichen, nicht aufs Falsche. Ja. Dich aufregen, wenn du es eh nicht ändern kannst. Ja, ich schaffe es. Also ich habe mich gedacht, so, bist du dumm, Mann. Ich freue mich, also ich verletze mich, riesen Anschiss, nachher Dings und nachher bin ich auch so ein bisschen, jetzt muss ich wieder operieren, dann wieder aufbauen. Dann habe ich einfach so wieder so eine kleine, ganz leicht, so ein bisschen Freude auf die
also so, ich bin so wieder ein bisschen aufgeregt auf die Operation und nachher wieder das Aufbauen und so. Und ich so denke, was aufgeregt, man, du hast riesen Anschiss, was schnurst du? Aber irgendwie bin ich einfach so ein bisschen, ich freue mich, also freue ist es, glaube ich, aber ich bin wirklich aufgeregt auf die Operation und wie es nachher wieder ist und wie schnell kann ich es echt wieder belasten. Und, aber eigentlich denke ich so, schießt mich ja hart an, jetzt mit Krücken mal laufen, aber es ist für mich wie jeden Tag wieder so eine kleine Challenge, wo mich irgendwie wie einfach so ein bisschen, Ja. so das Ungewisse wieder ein bisschen, so ein bisschen, den Alltag so ein bisschen aufregend macht. Irgendwie, keine Ahnung, darum denke ich gar nicht, wie fest es mich anschießt, sondern ich bin mehr wieder so, Was kann ich machen? was kann ich machen, ich freue mich, sobald ich wieder ein Stück weg kann, dann kann ich wieder aufbauen und dann tue ich mein Knie noch stabiler machen wie vorher und ich versuche mich mit so Sachen ein bisschen motivieren. Aber das ist die richtige Einstellung. Ja, also bis jetzt hat es mir geholfen, weil ich habe Ja. wirklich ich habe maximal einen schlechten Tag nach so Sachen und nachher ist irgendwie plötzlich wieder weg. Gut. Ja. Jetzt habe ich die SRF-Reportage und von Moreno mitbekommen, dass du ein sehr respektvoller und gemütlicher Mensch bist. Auch jetzt machst du einen mega entspannten Eindruck. Was? Nein, aber wirklich sehr anständig, offen, weißt du. Ja. Bist du immer so gewesen, oder ist das mit der Reife gekommen, mit der Zeit? Also eben, wie gesagt, ich bin sicher nicht so ein Schnurrer gewesen, damals. Ja. Ich war sehr ein ruhiger, introvertierter Schücher gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Umfeld allgemein war oder der Kampfsport selber. Ich sage jetzt mal ein bisschen beides, wo mich so ein bisschen, vielleicht eben Selbstbewusstsein durch den Kampfsport, die Leute um mich herum und so halt das Umfeld, weil die einen glauben es manchmal fast nicht, dass ich früher so schüch war. Was war Spaß? Ich war immer so entspannt gewesen. Ah, ja. So entspannt und gemütlich. Ja, entspannt bin ich, glaube ich. Also ich bin immer recht entspannter, ruhiger gewesen. Also eben, entspannt bin ich, glaube ich, immer gewesen. Ich bin nie, also ich glaube, niemand würde mich als eine aggressive Person beschreiben. Mein Charakter hat sich sicher ein bisschen verändert über die ganzen Jahre. Sei es jetzt eben, also von introvertiert zu recht extrovertiert, selbstbewusst. Aber ich habe, glaube so einen gewissen Grundcharakter habe ich immer beibehalten, so dass immer positiv sein, immer Freude an den kleinen Sachen haben und halt wie immer das Beste machen. Das habe ich, glaube so von Anfang an gehabt und immer beibehalten. Ja. Reflektierst du dich selber? Glaubst du an Selbstreflexion, dass dir das hilft wachsen? Ob ich mich reflektiere? Ja, im Sinne von wer bin ich, wo habe ich angefangen, wie bin ich jetzt, wo habe ich... Dich selber als Mensch in Frage stellen. Wo kann ich mich verbessern als Mensch? Machst du das effektiv? Weil ich kenne viele, die... Nein, noch nie gemacht. Ich auch nicht. Hast du noch nie gemacht? Absolut nicht. Hast du dich noch nie selber in Frage gestellt? Vielleicht nicht bewusst. Ich nehme mich selber voll nicht ernst, darum stelle ich mich auch nie in Frage, glaubst du? Ist auch eine Antwort, ist gut. Aber wenn jetzt du irgendetwas machst, wo du denkst, das hätte ich jetzt besser machen können, in dem Moment machst du es ja. In dem Moment reflektierst du selber. Ja. Aber auf deinen Charakter selber hast du noch nie so bewusst... Ich habe sicher auch schon mal Sachen, weißt, wo ich irgendwie, wo ich so gesagt habe, was bist du für ein Schisshass, dass ich irgendwie so kleine, ich habe schon so kleine Notlügen weißt, bei meiner Frau oder so gesagt, wo sie so bin, wieso sagst du mir nicht einfach, dass du den Blumentopf runtergerührt hast? Und ich bin so, und dann ich bin einfach am Lügen und sage, nein, ist nicht runtergefallen, ich habe nichts gemacht. Und sie so, ich sehe doch, dass dort Erde drin ist. Und dann, okay, ja, sorry. Und sie so, wieso lügst du mich wegen so Scheiße an? Und ich so bin, wie kannst du so wenig Eier haben und einfach anstehen und sagen, hey Schatz, tut mir mega leid, ich habe deine Lieblingsblumendings irgendwie runtergerührt. Was bist du für ein Schisshass, Mann? Weißt, du gehst voll schlägen, aber bei solchen Sachen traust du dich nicht hinstehen und deiner Frau sagen, ich habe etwas Blödes runtergerührt. Also, dort habe ich so Sachen einen Moment gehabt, wo ich dachte, wieso, was stimmt mit dir nicht? So kleine Sachen, ja. Aber sonst bin ich eben gar nicht selbst reflektiert, außer nach dem Kampf, die kleinen Fälle, die ich vorhin gesagt habe. Aber sonst bin ich eben sehr wenig über mich am Nachdenken. Oder ich mache mega viel einfach so aus natürlichen... Dort, wo es dich herzieht? Genau. Okay. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Das ist gut, das ist das Wichtigste. Du hast die richtigen Entscheidungen gemacht. Danke für die Antwort. Also, jetzt habe ich Fragen. Ich habe deine SRF-Reportage gesehen. Ja. Ich habe sie gut gefunden. Ich habe sie sachlich gefunden. Aber es hat gleich Fragen oder Zitate und Aussagen gegeben, die ich jetzt ein bisschen vertieft von dir eine Antwort würde wählen, ob du es auch so siehst oder nicht. Ja. Also ich werde jetzt immer das Zitat lesen und dann meine Frage stellen und dann kannst du mir eigentlich frei auf das Antwort geben, wie du es empfindest. Der Silvio sagt, also no front an Silvio an dieser Stelle, der Livio, nicht Silvio, Entschuldigung, er hat auch nur seinen Job gemacht. Ja. Der Kampfsport ist auch in der Schweiz angekommen. Ich verstehe das so, ich kann es auch falsch interpretieren,
Du machst MMA schon seit über 10 Jahren. Ich habe es auch Anfangs 2010er gemacht. Ich habe das Gefühl, es ist schon ewig lang da. Aber die Mainstream-Medien haben sich einfach nie groß darum gekümmert. Und jetzt müssen sie einfach, weil es so am Wachsen ist. Ja, stimmt schon ein bisschen. Also ich finde jetzt nicht per se, dass seine Aussage nicht stimmt. Es ist mehr so, ich meine, wenn ich mich höre, die einen, mit denen ich trainiere, die sagen, die haben schon MMA gekämpft, hier in der Schweiz, wo ich noch gar nicht auf der Welt war. Und ich so bin, was, das ist schon okay. Und ich habe es erst mit 16 gefunden, oder? Ja. Aber es gibt wirklich ein paar, die so sagen, hey, ich habe irgendwie im 2000 oder 1998 oder so gekommen. Ich bin so gedacht, ich bin 1996 auf die Welt gekommen und die haben irgendwie schon dann gekämpft gehabt. Und ich so, irgendwie ist es schon mega lang da. Aber für mich ist es eben auch mittlerweile erst so wirklich angekommen in dem Sinn für die Öffentlichkeit präsent seit kurzem, oder? Darum, ich verstehe ein bisschen, wie sie es gemeint oder was sie damit meinen, aber andererseits kann ich es auch vor allem für andere, die es wahrscheinlich eben schon seit 20 Jahren oder keine Ahnung was machen, die so sagen, hey, es ist nicht erst jetzt angekommen, es ist schon lange da. Kann ich wie beide Aussagen verstehen. Erst jetzt nehmen es die Leute wirklich wahr, habe ich das Gefühl, so die Öffentlichkeit, auch die Laien und alle. Ja, ich meine, als ich angefangen habe und jemand hat gefragt, hey, MMA und so, dann war es so, also so, was machst denn du? Und dann so, ja, MMA, was ist denn das? Mixed Martial Arts, die schauen dich mit grossen Augen an und dann war es so, ja, es ist so eine Mischung zwischen Ringen und Thai-Boxen und dann, okay, whatever. Und irgendwann habe ich angefangen zu sagen, ja, ich mache Jiu-Jitsu oder ich mache Judo oder einfach damit ich nicht muss erklären. Und jetzt ist es so MMA und dann ist es so, ja, McGregor, Khabib und whatever, jeder kennt es, oder? Und das ist auch erst seit ein paar Jahren der Fall, oder? Ich meine, hättest du dir, vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass SRF eine Reportage darüber macht. Aber ich glaube, eben, das liegt auch daran, weil sie es einfach immer abgestempelt haben, als der hirnlose, gewaltvolle Sport. Weil ich glaube, es liegt auch an dem, weil das Verständnis einfach erst jetzt langsam kommt, so, da ist ja mehr dahinter als nur Blut und Gewalt, das ist eine Kultur dahinter. Ja. Und ich glaube, das fängt erst jetzt an. Er hat noch gesagt, wo du dich im Shark Tank befunden hast, ich habe das Gefühl, dass alle aus einem anderen Material gemacht sind als ich. Und glaubst du im Generellen, dass MMA mental eine der herausforderndsten Sportarten auf der Welt ist? Weil, wenn du es jetzt vergleichst, in der Kampfsportwelt selber, im Boxen, Füße. Verstehst du, was ich meine? Oder im Ringen, du wirst nur geworfen. Ihr könnt euch auf so viele verschiedene Art und Weise schützen, aber auch angreifen, dass ich einfach schon das Gefühl habe, du musst mental auf einem anderen Level sein, um mit so viel, ich weiss nicht, ob ich das Druck soll nennen, aber mit so vielen Variationen klarkommen. Weil es ist ja nicht ein Boxen, du weißt, von da bis da. Mehr ist es nicht, oder? Also ich finde schon, ich meine, eben, wie wir es vorher gesagt haben, wegen dem athletischen Aspekt ist es MMA sicher etwas von den herausforderndsten Sportarten. Rein mental finde ich jetzt persönlich, macht es keinen Unterschied, ob ich MMA einen wichtigen Kampf habe oder Boxen einen wichtigen Kampf habe. Ich glaube, mental ist es genau gleich belastend für Sportler. Weil es ist ja nicht das, was dich wirklich mental oder nervös oder so macht, was jetzt alles für Schläge auf dich zukommen, sondern es ist ja mehr eigentlich so das gesamte der Wettkampf, oder? Und ob du jetzt, ich habe das Gefühl, das macht nicht einen riesen Unterschied. Ich weiss, was du hinaus willst, aber ich will die Challenge auf das, was du jetzt gerade sagst. Ist es nicht ein Unterschied, wenn du weißt, okay, es kommt ein Fuß oder boah, shit, Alter, da könnte das Knie ins Gesicht kommen? Glaubst du nicht, dass das in dir drin mehr vielleicht Furcht oder mehr Stärke im Kopf braucht? Du weißt, es kommt ein Fuß, egal wie parat du bist. Aber er könnte jetzt zum Beispiel Fake machen, dass er dich will shooten, du gehst ab und bekommst ein Knie ins Gesicht. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich überlege nie, Scheiße, ich werde ausgenockt oder ich werde ausgejoggt oder so. Das ist nie das, was mich challenge, also das, was mich nervös macht oder vor dem Kampf. Es ist ja mehr eigentlich quasi, ich bringe meine Performance nicht oder ich schaff's nicht oder ich habe eine Niederlage oder whatever. Das ist mehr das, was den Druck kreiert, mental, finde ich. Und nicht, ob ich jetzt von einem Knie K.O. geschlagen werde oder ich ausgejoggt werde oder ist eigentlich, macht für mich keinen Unterschied. Weil ich sage, die meisten Kämpfer, bin ich davon überzeugt, die gehen nicht in den Kampf und haben Angst vom K.O. geschlagen werden oder vom ausgejoggt werden. Sie haben mehr Angst vor der Niederlage, also beziehungsweise vom Verlieren, als das, wie sie verlieren. Genau, ja voll. Und darum ist es dann auch nicht wichtig, ob es dann halt eben 10 verschiedene Sachen können sein, wo du quasi, wie du kannst verlieren oder etwas ist. Es ist ja immer noch, die meisten haben Angst vom Verlieren, oder? Ja. Du hast noch gesagt,
du willst nie jemanden ernsthaft verletzen. Und dann fragt der Livio, ist das kein Widerspruch? Was mich dabei genervt hat, ist erstens, ich habe selten jemals jemanden gehört, einen Boxer fragen, ist das kein Widerspruch? Ja. Das ist so irgendwie okay. Und zweitens, ich habe einfach das Gefühl, dass die Gesellschaft immer noch MMA noch für keinen echten Kampfsport halten. Wieso stellt man immer nur MMA in Frage? Ja, gute Frage. Habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich verstehe nicht, wieso MMA nicht olympisch ist. Boah, danke vielmals. Oh. Darf ich schnell etwas sagen? Ich habe die Frage extra auslassen. Random ist mir das in den Kopf gekommen, ob es eine olympische Disziplin sein soll. Geil. Ja, weil ich persönlich wäre so, eigentlich kannst du alle Kampfsportarten rausrühren und einfach MMA olympisch machen. Weil dann können alle kommen aus ihren Kampfsportarten und sich messen in dem, weißt du, ich meine. Das ist auch unfair, Judo, Ringen, Boxen. Aber wieso MMA nicht Und alles dann verbinden? wieso ist jetzt das olympisch und wenn du es zusammen machst, ist es einfach nur ein brutaler Sport. Also, Ja. weißt du, ich meine, es ist so, weil es hat ja all die Aspekte, es ist ja eigentlich nichts anderes, nur einfach alles zusammen, oder? Theoretisch der einzige Unterschied ist, dass du am Boden noch schlagen Genau, darfst. ja. Sambo ist ja eigentlich MMA mit einem Gi fast, oder? Ziemlich, ja. Und das wird auch schon wieder voll anders angeschaut wie MMA. Und für mich ist das, was am nächsten an MMA ankommt, ist Sambo. Darum sind da auch viele Sambo-Kämpfer so gut, weil es ist eigentlich fast das Gleiche. Aber ja, das ist eben auch etwas, wo ich mich immer gefragt habe. Sie tun dann irgendwelche komischen Sachen bei Olympia dazu, wo ich so bin, aber MMA nehmen es nicht. Oder Brazilian Jiu-Jitsu, wo ich finde, ja, auch. das ist auch, wieso nicht? Das ist so geil, Genau. zuzuschauen, wenn einer auch noch rauskommt. Eben. Und das ist viel spannender als gewisse andere Scheißsachen. Ja, es gibt sicher auch BJJ-Kämpfe, die nicht sehr spannend sind, aber es ist sicher, also finde ich teilweise spannender wie Judo. Ich finde Judo teilweise mega beeindruckend zum Zuschauen, aber also die Ausschnitte, wie es einem rührt, aber der ganze Kampf ist nämlich so, bis mal jemand berührt wird, oder es geht nämlich so lang, oder? Ja, aber es ja, gibt ja. natürlich auch im Jiu-Jitsu, aber es ist halt einfach auch wieder ein Kampfsport, du stehst auf den Rücken und nachher ist fertig und ich so, es wäre ja nie fertig jetzt, oder? Ich habe so gesagt, eigentlich nehmen einfach alles raus, machen MMA und dann können alle kommen und zeigen, wer der beste Kämpfer ist. Das wäre ja eigentlich So interessant. gladiatorenmäßig. Das Voll, wäre geil, ja. Als Zitat von Livio: Hast du schon früher einen Bezug gehabt zu Gewalt? Noch einmal, er stellt ja nur seine Frage. Ja. Aber das ist auch so ein Klischee, dass einfach alle das Gefühl haben, dass jeder, der MMA macht, verschlagen wurde als Kind, eine gewaltvolle Kindheit hatte. Und was ich viel mehr höre, ist, dass viele MMA-Kämpfer studiert sind, sehr ruhig sind. Ich meine, du bist jetzt auch mega ruhig, weißt du, die gar nicht aggressiv sind, weil sie halt einen Ort haben, um den ganzen Scheiß rauszulassen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da rauslaufst und nicht entspannt bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du kannst einfach alles da rauslassen, was dich nervt. Ja, voll. Was sagst du zu dieser Aussage von ihm? Die Frage. Also ich habe das schon dort versucht, so gut wie möglich zu beantworten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dort rein da. Ich kann deine Antwort auch nicht. Ich habe mir über die Frage zu fest aufgeregt. Ja. Und auf jeden Fall habe ich, ist das auch meine Aussage eigentlich, eben, ich finde auch, so wie du sagst, die da sind eben die nachher, wenn sie rausgehen, Keinen Stress machen. machen, am wenigsten aggressiv sind, weil sind sie ja da können wie rauslassen. Ich bin der Letzte, ich bin so der friedlichste Mensch draussen, weil ich habe gar keine Energie mehr, oder ich habe gar keine Aggressionen mehr weil ich da alles rauslassen konnte und da in einem geschützten Umfeld quasi rauslassen, oder? Ich sage jetzt mal, ich komme nicht ins Training, ich bin auch im Sparring nie aggressiv, weil ich meine Emotionen unter Kontrolle habe. Aber trotzdem, ich finde so, fast alle, die vielleicht teilweise auch krass aussehen oder so, sind nämlich so liebe Sicher. Und vor allem, ich habe noch nie wirklich jemanden gesehen, der das mit mega Leidenschaft macht, wo nachher kannst du sagen, hey, das ist ein richtiger Wichser auf der Straße, Italiano, nie. Also es sind immer eigentlich die respektvollsten Leute, weil das ist eigentlich etwas, so im Kampfsport als erstes lernst, respektvoll mit allen umgehen. Ja. Aber das ist für mich eigentlich auch immer so der Nummer 1 beim Kampfsport, abgesehen von den athletischen Sachen und vom Sport, Ja. Respekt. Und ich habe das Gefühl, alle, die das mit ein bisschen Leidenschaft oder genug lang machen, haben das so vertieft, dass das nachher wirklich kein Thema mehr ist auf der Straße. Weil wenn sich Leute aufregen, die einmal ins Boxen gegangen ist und dann so gerade hässig und Leute, die es seit 10 Jahren machen, sind dann so, hey, Entschuldigung, merci. Ja, das sind die auch dem voll aus dem Weg gehen. Ja, aber es ist effektiv so. Ich meine, es ist wirklich so, egal wo ich in der Welt umgereist bin, ich habe die nettesten, respektvollsten Leute immer in den Gyms getroffen. Wie sie alle miteinander umgehen, wie sie dich aufnehmen. Alle sind so respektvoll miteinander.
weil sie das halt wie so innerlich vertieft haben. Und darum finde ich so, von denen musst du am wenigsten Angst haben, dass der jetzt in den Ausgang geht und einfach einen grundlos runterschlägt. Trinkt wahrscheinlich auch praktisch nicht. Ich wünschte, dass zum Beispiel die kleine Schwester von meiner Frau mit so einem rausgehen, anstatt mit irgendwelchen komischen Sag's. Ravers oder whatever, weißt du, weil unsere Jungs, so 16-, 18-Jährige, wie reif sie sind, wie respektvoll und so. Und mit denen wäre ich so, hey, mit denen würde ich voll, keine Ahnung, zum Beispiel meine Tochter, wenn sie 16 wäre, wenn sie mit so einem rausgehen, hätte ich wie ein viel besseres Gefühl, als mit irgendeinem so einem komischen Raver, der keinen Kampfsport macht, nichts. Weil da weiss ich so, irgendwie, die sind irgendwie reif, die haben ein gewisses Selbstbewusstsein und einfach den Respekt vor Eltern und vor allen Mitmenschen. Also, Hast du eine negative Erfahrung mit Raver gemacht, dass jetzt übertiert ist? nein, ja. Oder ist dir jetzt einfach nur das in den Sinn gekommen? Ich habe einfach gerade das Bild in meinem Kopf gehabt, wo ich einfach, ja, Okay. voll, aber ob es jetzt ein Rave ist oder nicht, sind ja vielleicht so, auch oft vielleicht mega friedliche Leute, aber einfach, ich meine so, ja, ich hätte jetzt kein spezifisches Ding, dass es ein Rave ist. Aber es ist doch auch, es ist eine Erziehung, es ist eine Therapie, die du mitmachst. Im Sinne Ja, von, du kommst ja. hier rein, du musst dich anpassen, du musst den Respekt aufbringen, du musst lernen, dich kontrollieren. Ja, voll. Und ich finde, jeder sollte so etwas mal gemacht haben. Aber weißt, nicht nur eines, sondern alle Aspekte. Ja. Sehen. Damit du dann lernst, was das mit dir machen kann. Eben die Kameradschaft. Ja. Ich glaube, wenn einer da einfach dumm auf dich losgeht, dann hat er da nichts verloren, dann hat er den Sinn nicht verstanden. Ja, oder? voll. Dann, das ist das, was ich vorhin noch gesagt habe, deine Aussage, je krasser der Kampf, desto grösser das Erfolgserlebnis. Heisst das, du willst auf die Schnorre bekommen? Nein, Spaß, aber das heisst, du willst mehr austeilen und einstecken. Du willst mehr Action, du willst mehr herausgefordert ja, es ist werden. wahrscheinlich eine Challenge einfach. Ja. Weil es ist so, ja, ich meine irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich genau zu dem Sport getrieben hat, aber irgendwie ist es ja schon, Etwas muss da sein, wenn ich etwas Einfaches hätte machen wollen, wäre ich eben Fußball spielen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Und irgendwie hat mich das so gefasst. Sorry, dass ich alle Fußballspieler. Ich kann aber sagen, wieder auf Fußball los. Jeder kennt es, das ist ein gutes Beispiel, aber ja, einfach gar nicht. Ich finde einfach so Challenges überwinden, ist ja eigentlich das, was die Leute suchen bei so extremen Sachen. Oder? Es gibt fast keine bessere Challenge, als in den Ring stehen und dich quasi, nicht bis zum Tod, aber bis... Aber es geht in die Es Richtung. geht ein bisschen in die Richtung, Ja. bis zum Tod kämpfen, oder? Das ist so, ja, immer eine bessere Challenge. Dana White hat ja mal gesagt, das ist in unserer DNA, das Überleben. Ja. Und so kannst du es ja challengen. Ja. Wieso gehen Leute Fallschirm springen und so Zeug? Weil der Instinkt in dir gerecht wird. Und ich meine, logisch im Training, weil ich weiss ja, mein Trainingspartner will mich nicht umbringen, aber mein Körper hat ja wirklich teilweise so das Gefühl und ist so im Überlebensmodus. Ich meine, wenn einer auf dich drauf sitzt und dich würgt, bis du fast ohnmächtig wirst, dein Körper hat so das Gefühl, ich bin jetzt gerade um mein Leben am Kämpfen. Und das Gefühl nachher, wenn du rauskommst und keine Ahnung, das ist so, red mal mit einem, der wirklich kurz vor dem Tod war und es irgendwie überlebt hat, was für ein krasses Ding das war. Und das ist ja quasi wie täglich da bei uns, also oder im Kampf. Hilft das sicher, das Leben mehr wertschätzen? Das ist so blöd, wie es klingt. Ja, also ich habe das Gefühl schon, ja. Und halt auch merken, was gewisse Sachen eigentlich voll irrelevant sind. So, ich bin gerade 3-mal fast gestorben vorher. Wenn mich jetzt mein Chef zusammenschießt, scheißegal, weißt du, ich meine. So, ja. Jetzt, ich weiss nicht, wie viele Leute die Reportage gesehen haben, die du nicht gekannt hast und sich vielleicht bei dir gemeldet haben oder so. Aber was würdest du den Leuten, die die Reportage gesehen haben und immer noch nicht davon überzeugt sind, was würdest du denen sagen, wieso man vielleicht mal MMA ausprobieren sollte? Also ich finde sicher mal, was das vielen bringt, ist mal ein Reality-Check. Was ich irgendwie einfach, ich sehe so oft, dass einfach so viele, vor allem Männer halt, sicher Frauen auch. Ich habe glaube in der Reportage immer Männer gesagt, und ich nachher gedacht, eigentlich muss ich nicht so auf Männer beziehen, sondern allgemein Menschen. Aber Männer haben sicher mehr drin, einfach von der Natur her, dass sie immer so das Gefühl haben, Brauchen mehr Reality-Checks. ja, genau. Ja. Oder halt immer so von sich so falsche, also zu hohes Bild von sich haben, was sie körperlich leisten können. Einerseits das, dass sie das höchste Bild haben, aber auch gesagt teilweise, dass sie mehr machen können, als man denkt. Das ist dann vielleicht wieder bei ihnen, bei den Frauen so, dass sie
können auch mehr, also es kommt so darauf an, gewisse haben so eine Einstellung, die einen haben zu höhere Ansicht, die einen sind zu bescheiden. Eben Reality-Check-mäßig so ein bisschen, zu was bin ich wirklich in der Lage und oder was kann ich wirklich handeln und was eben nicht. Würde sicher vielen gut tun. Darum sage ich so, jeder sollte mal wenigstens im Leben 2-3 Runden Sparring gemacht haben, einfach, dass er ein bisschen weiss, wie er reagiert in solchen Situationen und zu was er in der Lage ist und zu was nicht. Weil Merkst du halt einfach, dass gewisse Leute einfach noch nie auf die Fresse bekommen haben. Genau. Das ist so einfach ausgedrückt. jeder sollte mal richtig auf die Fresse bekommen, sagen wir es mal so. Ja, weil das würde so gut tun, weil viele haben einfach ein falsches Bild von der Realität. Ja, einerseits mal auch, ich sage jetzt mal mental, wissen, wie reagiere ich in so Stresssituationen, oder? Und das ist, glaube ich, etwas vom Stressigsten, was du Eben, ich meine, wenn einer auf dir drauf sitzt und dich versucht zu erwürgen oder dich zu schlagen oder so, das ist, glaube ich, für den Körper eine extreme Stresssituation. Erst einmal lernen, herausfinden, wie reagiere ich überhaupt in so Situationen und vielleicht eben lernen, wie ich in so Situationen cool bleiben kann. Weil es gibt sicher auch im Leben allgemein immer wieder Situationen, wo es mega hilft, in so Situationen cool bleiben können. Aber einfach so ein gewisses Ding, wo du sagst, hey, ich weiss, wenn jetzt irgendetwas ist, er könnte sich irgendwie ein bisschen wehren und nicht einfach komplett lost ist, oder? Und das würde ich ja quasi eigentlich allen wünschen, dass sie das können. Ja. Gut, dann noch die persönliche Frage. Nichts Schlimmes, nichts Spezielles. Was machst du, um dich zu entspannen? Eisbad? Nein, mache ich sehr gerne. Also ich habe das Gefühl, es tut mir mega gut. Mental wie auch körperlich. Wahrscheinlich fast mehr mentales Recovery sozusagen. Oder, wobei mental ist es fast weniger ein Recovery, sondern mehr Challenge. Ja, aber das ist doch nicht entspannend. Ja, ich weiss, aber es ist so, kennst du das, wenn du, nachdem dich mega angestrengt hast, kannst du dich nachher viel besser entspannen? Ah, ja, jetzt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, So, ja, und das ja. ist so, dort bist du so mega, und dann nachher, wenn du rauskommst, bist du so, wow, okay, ich hab's geschafft. Und nachher kannst du wie, das hilft. Ich habe jetzt gemeint, es kommen so schöne Antworten wie mit der Freundin laufen, so Zeug. Ja, das sicher auch. Also schlussendlich, das ist mehr für mich so ein, mit der Frau quasi einfach zusammen können sein. So, das ist für mich einfach so Quality Time, so einfach Geborgenheit quasi. Oder halt zum Beispiel wandern, Natur hilft mir mega, gibt mir irgendwie mega viel und ich mache es immer viel zu wenig. So, dass ich merke jedes Mal, wenn ich so richtig geile Wanderung gemacht habe, die Natur so wirklich um mich kann den ganzen Tag, Sonne, dies und dann denke ich so, vor allem so seelisch mega viel gegeben oder mich mega entspannt. Wo ich so denke, ich müsste eigentlich viel mehr machen und nachher irgendwie machst du es doch immer selten. Und jedes Mal, wenn ich es mache, dann denke ich wieder, wow, ich muss das eigentlich jedes Wochenende machen. Es braucht nämlich so wenig und es tut so gut. Und es ist einfach gratis da. Also weißt, du musst nicht irgendwie ins Wellness gehen und irgendwie whatever. Ja. Ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du gerne Klippen springst, von Boot springst, von Brücken springst. Habe ich früher auch gemacht. Woher kommt die Leidenschaft? Ja, viele sagen so, springst du eigentlich immer von Brücken, weil du eigentlich so denkst, ich wollte mich auch von der Brücke schmeißen. Nein, ich glaube auch wieder halt Challenge. Ist ein bisschen, die einen sagen Adrenalin-Junkie, aber es ist mehr so wieder so, dass mich überwinden, ein bisschen Challenge. Wobei ich finde eben mittlerweile, als ich jünger war, war es für mich fast keine Challenge gewesen, weil ich wie das Angstgefühl nicht hatte, von was könnte passieren, wenn. So jetzt mittlerweile merke ich, kommt es immer mehr und ich bin so ein bisschen, das heisst, dass ich wieder alt. Also, aber ich habe wirklich so, es ist für mich einfach, darum bin ich immer höher gegangen, weil ich so war, ist das dort für mich nachher so, oh mein Gott, ich bin von 5, und irgendwann bin ich von 5 Meter Salto gemacht und es ist so easy Mann. Echt, ja. Als würde ich gar nicht von 1 Meter spielen. Und dann habe ich so gesagt, okay, dann 7,5 Meter und dann 10 Meter und dann 15 und dann habe ich es halt irgendwo gesucht und dann irgendwann bin ich halt bei 20 Meter und dann habe ich erst gemerkt, erst bei 20 Meter fängt es so ein bisschen an, wow, kennst du das Gefühl so im Bauch, oder? Aber irgendwie habe ich das immer, ich bin so gewesen, wow, man, die Klippen sehen krass aus und ich habe halt oft auch so einen Gedanken, wow, man, das ist ein riesen geiles Gefühl, dass der Airtime und so, der Drop. Und amigs habe ich dann so gedacht, okay, das wäre ein richtig geiles Video. Und wegen dem bin ich amigs auf den Clip hochgeklettert, riesen mühsam, weil ich auch dachte, das wäre eine richtig geile Aufnahme oder so. Irgendwann gemerkt, ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Angst mehr. Ich bin schon irgendwo runtergesprungen, ohne zu schauen, wie tief es ist. Oh, und dann bin ich so in Bali mal einfach von der Clip, weißt du, so Wasserfall runtergesprungen. Ich bin runter, boom, und dann lange ich so und merke einfach, da ist ein riesen Fels und ich bin wirklich so nah dran, einfach so reingesprungen. Und also dachte, wie dumm bist du, ohne zu schauen, weißt du? Und ich habe so nicht einmal irgendwie den Gedanken gehabt, es könnte ja etwas passieren. Oder? Ja. Und mittlerweile habe ich schon gemerkt, so jetzt gehe ich auf so Brücken, wo ich früher runtergesprungen bin.
ohne einmal runterzuschauen. Und jetzt bin ich so, hey, kommt ein Boot oder dies und bin so ein bisschen, okay Mann, jetzt stell dir vor, ich gehe wieder auf die Treppe, nachher verletzt und dann könnte ich voll nicht brauchen. Und dann bin ich schon ein paar Mal einfach so gesagt, nein, komm, ich lasse. Und dann bin ich, nein Mann, ich muss es trotzdem irgendwie machen. Lass dich nicht von deiner Angst beeinflussen. Aber das Klipperspringen war für mich immer einfach etwas gewesen, und ich weiß nicht wieso, ich habe es so gerne gemacht. Es ist geil. Es ist einfach so ein geiles Gefühl. Es ist befreiend, wenn du Und nachher bist du im Wasser, und bist so, wow, geil, ich habe es geschafft. Ist so. Das ist das Höchste. Also ich habe bei 15 aufgehört, im Matchatal. Matchatal, ganz geil, ja. Da bin ich erst gesprungen. Ich weiss nicht, ob die Angaben stimmen. Ich bin mal in Mostar von der Burg gesprungen. Dort ist mal angegeben 25 Meter. Ich jetzt rein vom Gefühl, als ich gestanden bin, war es so um die 20 Meter, glaube ich. Die einen haben geschrieben, kommt wahrscheinlich auf den Wasserpegel drauf an, weil der Red Bull springt dort damals und so, aber die damals noch so einen Turm verbauen. Hast du den Ken Storms gesehen, den Norweger von 45 Metern von dieser Platte? Alter, krank. Und dann noch so Eiswasser rein? Ja. Der kann gar nicht. Ganz krass. Gut, dann noch so eine Standardfrage. Was hast du das Bewerbungsgespräch? Wo siehst du dich in 5 Jahren Karriere und Privatleben? Also entweder im Rollstuhl oder ich habe es geschafft, dann bin ich in der UFC oder One FC oder so. Also eben, ich habe gesagt, entweder, also wenn ich es in 5 Jahren nicht irgendwo hingeschafft habe, dann muss ich sagen, hey, ich habe alles probiert, aber weil ich weiss, mein Körper macht nicht mehr ewig mit. Eben, entweder habe ich es geschafft, wirklich den Durchbruch als Kämpfer, oder sagen wir Familie, Kind ist halt auch ein Wunsch irgendwann. Und ich habe immer gesagt, wenn ich etwas mache, will ich es richtig machen. Das heisst, wenn ich Vater werde, dann wollte ich auch wirklich Zeit haben fürs Kind. Ja. Vielleicht irgendwann Trainer und so, aber eben, das sehe ich wie momentan noch nicht so. Aber ist ja okay, ja. Entweder schaffe ich es in den nächsten 2 Jahren und sonst bin ich wahrscheinlich ein irgendein verrückter Familienvater. Aber sicher ein lustiger, guter Vater. Boah, Kopf. Ja, eben, das ist so ein bisschen meine Dings mit der Verletzung, wo ich im Hinterkopf so ein bisschen, ey, ich wollte noch können, wenn ich Kinder habe und so, mit denen können spielen und nicht müssen sagen, hey, Entschuldigung, mit dem Rücken oder mit dem Ding. Das ist so ein bisschen das, was mich ein bisschen nagt im Hinterkopf. Ja, verstehe ich. Dann hat die allerletzte Frage. Ja. Die betrifft nicht dich, sondern was für eine Frage würdest du meinem nächsten Gast stellen auf Bezug von seiner Karriere, Profikarriere? Es kann alles Mögliche sein. Ich sage dir auch nicht, wer es ist. Ja. Dann beeinflusst die Frage auch nicht. Ja, ich sehe es jetzt, also ist jetzt halt die Frage, als Profisportler, so, wie wichtig ist dir deine körperliche Verfassung oder Gesundheit und wie wichtig ist dir dein sportlicher Erfolg? Und dann musst du abwägen, was bist du bereit zu opfern für dein Ziel als Sportler, finde ich. Das sollte sich jeder stellen, bevor er quasi die Reise antritt, sagen wir mal so. Ja. Also im Sinne von, was ist ihm wichtiger? Ja, voll. Der Erfolg oder seine körperliche Verfassung? Gut. Das merke ich, ist dann ich bin so schon ein paar Mal an den Punkt gekommen, wo ich so, mich entscheiden musste. So, es ist so, für die einen ist es so, hey, ich bin lieber im Rollstuhl, dafür bin ich an die Olympiade gegangen. Oder? Aber für gewisse ist es so, hey, es ist mir voll nicht recht, ich wäre jetzt eigentlich lieber jetzt voll fit, ohne dass ich irgendwie Olympia gewonnen habe. Ich finde, die Frage sollte man sich schon stellen. Es gibt auch immer noch das Leben nach dem Sport und nach dem Profisport. Und so. Dann doch dort auch ein bisschen Gedanken machen. Weißt du, wie geht das Leben nachher weiter? Weil das habe ich mir auch nie Gedanken gemacht. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch das muss quasi im Hinterkopf haben. Danke vielmals für die Antwort. Sehr ich gerne. wünsche dir gute Genesung und viel Erfolg für alles andere, was nachher noch kommt. Sex, danke. Kampfsport oder privat. Ja, merci vielmals. Danke vielmals, Dani. Geil.